Ja, Leute, jetzt auf So, wir sind wieder back Twitch. in Das England. Ganze wird hier jetzt noch auf YouTube nachträglich hochgeladen an die, die das Ganze auf YouTube gestern angeschaut haben. Es tut mir leid, dass das Ganze abgekratzt ist, deswegen steigen wir jetzt um auf Twitch. Mittlerweile sind wir, glaube ich, beim zweiten oder dritten Match bereits. Wir Aktuell sind immer spielen noch bei Nurgslim Godlike versus Mayhems versus Godlike. NSL Nurgslim Mayhem. in East. Nurgslim Mayhem heißen die. Das ist nur die Abkürzung des NYSLM. Okay, ich nenne die Space. Oder so. Ja, nenn's einfach New York Slim Mayhem. Oder Mayhem. Geht auch. SLM. Oder so. SLM, Leute, SLM. Ja, ich bin wieder Gut. zurück. Der Anruf Leute, ist durch. Wurde beobachten. jetzt gerade angerufen Let's von go. jemandem. Musste kurz was klären. Bin wieder back für euch. Tut Dann würde ich mal sagen, wir starten ebenfalls in das Match. Entschuldigt die aktuell etwas schlechte Grafik. Das Ganze ändern wir mal kurz. mir leid. Die Worldchampiosship nicht schon geil ist. Und Starkiller stirbt da hinten mal. Nicht leise. Corona. Sterben, aber leise. So, Leute, wir sind endlich im Stream und im Match. Keine Zuschauer, ist mir klar. Tut mir auch leid für die Verzögerung. Aber aktuell steht es 204 zu 113 für Nurgslim Mayhem. Und Leute, wir sehen hier Godlikes Viges. Viges kennen wir noch von den letzten Streams. Absolut starker Spieler. Hier mit der Hunter Killer Drone. Und, oh, Leute. Was geht denn jetzt los? Vegas ist hier aktuell auch knapp am MVP-Titel dran. Er hat 23 Kills. God Learn kennen wir ebenfalls 30 Kills aktuell. Es steht 209 zu 119 für die Nurgslim Mayhems. Die Mayhems werden hier wahrscheinlich dieses Match entscheiden. Außer Godlike Esports wird hier nochmal ziehen und sich diesen Platz holen. Leute, es bleibt sehr spannend. Weiterhin haben die Nurgslim Mayhems den Hardpoint in ihre Gewalt. Es steht 222 zu 119. Die Chancen stehen hier sehr gering, dass Godlike hier noch den Win holt. Es könnte aber auch eine knappe Sache werden. Aber Nurgslim Mayhem drängt hier Godlike auf allen Wegen zurück. Godlike hat hier keine Chance durchzudringen. Nee, keine Chance, Leute. Godlike muss hier jetzt einfach hoffen und beten, dass sie jetzt noch diesen Hardpoint bekommen. Ansonsten war es das. 248, 249 und Nurgslim Mayhem entscheidet das Match für sich. Damit gewinnt Nurgslim Mayhem dieses Match mit einem klaren Vorsprung. Godlike ist, denke ich, jetzt sehr enttäuscht, hat hier ihr Match verloren. Ja, es ist noch nicht so schlimm, also sie haben noch die Chancen, ne? Nurgslim Mayhem haben hier auch eindeutig die besseren Stats. Wir haben hier Little B mit einer KD von 41 zu 25, während hier Godlike Trunks mit einer KD von 32 zu 27 dasteht. Das ist ein absoluter Unterschied, Leute. Aber ich bin sehr gespannt. Alles kann sich hier noch ändern, alles kann sich drehen. Wir werden es sehen, Leute. Wir werden es sehen, wie es läuft. Wir sehen hier auch die Leute von den Mayhems. Auch absolut schöne Trikots, muss man sagen. Die haben sich seit letztem Jahr stark verändert, die Trikots. Wer sich erinnert, letztes Jahr waren die noch schwarz-gelb bzw. schwarz-gold in den COD-Farben. Und jetzt in einem ganz klaren Blau, Braun, Schwarz, Weiß. Schöne Mischung in einem leicht abgeänderten Camouflagemuster. Gefällt mir, Leute. Gefällt mir. Die Spieler sind ja relativ gechillt gerade, tatsächlich. Noch nicht mal so unter der Freude. Die haben sich schon gefreut, aber die müssen sich halt trotzdem konzentrieren. Ja, klar. Leute, wir werden sehen, wie es noch laufen wird. Oh, der eine muss eine Flagge runternehmen. Ja, okay. Ja, Leute, hier muss so eine Flagge entfernt werden. Keine Ahnung warum, aber mein Gott, Activision. Ja, Leute, Godlike bereitet hier, denke ich, für das nächste Match schon alles vor. Checken hier, denke ich, nochmal die Technik, so wie das Ganze aussieht. Hier werden noch ein paar letzte Absprachen getroffen. Und ich denke, das nächste Match sollte jeden Moment starten. Es bleibt spannend. Map Nummer 2, Search and Destroy, Leute. Map wissen wir leider noch nicht, sehen wir aber auch gleich.
Mal gucken, Leute. Godlike muss jetzt hier gewinnen. Also muss nicht, aber es wäre ein schöner Ausgleich. Es wäre dann ein schönes 1:1. Wir werden sehen. Really made a name for themselves off of the objective game mode itself. They were Nesloing a lot of different teams throughout the entirety of their region, just being able to win the 2, 3, and 5. Ja, Leute, wir sehen hier auch nochmal schön die indische Flagge. Godlike kommt nämlich aus Indien, Leute. Godlike ist hier im Final der Vertreter für Indien. Und wir werden sehen, wie Godlike sich schlagen wird. Nurk Slim Mayhems, der Name sagt alles, Amerika. Beziehungsweise die Vereinigten Staaten, Leute. Wir sehen hier auch die anderen Clans, Wolves und Stroud, beispielsweise Team Vitality haben wir hier auch noch. Und die anderen sagen mir jetzt nichts vom Logo her. Aber wir werden sehen. Es bleibt spannend. Das nächste Match sollte jetzt demnächst eigentlich schon starten. Hier haben wir nochmal die Nurk Slim Mayhems. So again, we've got 4 different streams. You can find the Alpha stream right here. Bravo, Charlie, Delta also going on as we focus this first slot on Group A and Group B. I would say, again, this Group A is up for grabs for a lot of people. Group B, maybe a little bit more lopsided in some people's minds when it comes to early predictions, but who knows how much weight the early predictions carry considering what we've seen so far. Oh, absolutely. Yeah, I mean, it was really tough, you know, it's funny that we were just sitting here just talking about it. Ja, Leute, hier sehen wir Godlike Esports 0:1 gegen die Nurk Slim Mayhems. Die Nurk Slim Mayhems haben hier auf Hassania mit Hardpoints 250:121 gewonnen. Es folgt Standoff mit Search and Destroy als Map Nummer 2. 3 Maps folgen danach noch und die Godlike Esports müssen 3 Stück gewinnen. Nurk Slims, wenn die ein 3:0 machen, dann war es das für Godlike. Dann ist Godlike erstmal raus. Damit hätten dann... Stimmt, ja, das ist endgültige Elimination, ja. Jetzt haben sie noch Chancen in den Matches. Ja. Die haben noch 6 Maps bei den Buns. So. Aber Leute, ich würde mal sagen, für mich heißt jetzt eine kleine Pipi-Pause. Es folgt Map Nummer 2, Standoff, Search and Destroy. Wir hören uns gleich wieder. Especially considering the fact that like we mentioned, like Mayhem was really sloppy in their search and destroy in stage 4. Yeah, exactly. You know, and if some narratives might hold true for us, Alan, I think that just might be it. But again, you know, it's going to be really tough to gauge. You know, even again talking to those players and some of the coaches last night after scrimming, there's a lot of things that you can't necessarily say that are too comfortable. It's a whole different game out here in stage 5 for Worlds and Finals. And there's one thing that you definitely need to be a comfort factor. It is those core fundamentals and a very key moment here on Standoff Search. Another update as far as what's going on the Charlie stream. Control has started on standoff between Wolves and Strut. We saw that kind of on the desk first and foremost. Strut with the surprising map number 1 win, but if I saw it correctly, I think Wolves is really convincing in the search and destroy. So a swing map right there on the Control. And they're playing that on Slums, as mentioned, which, again, I still like. It's just like the COD historian to me. It's like, it's weird to see Slums Control, but it's fun how it's played out if you're joining us for the first time here at COD Mobile. Yeah, it's still having reminiscing vibes of, you know, casting stage 4 and everything just amounting to a Slums Control. But can't necessarily be surprised. Wolves winning out the search and destroy the way that they do. It's just one of those things that, you know, as a region, search and destroy is their bread and butter. Yeah, that's absolutely the case. The fly-through comes in. Standoff, search and destroy in our alpha matchup. A key one, as we continue to mention, as far as, is there a favorite in this group? And maybe more than that, what is the bar going to be set to for both of these two squads? A lot on the line for an opening matchup, which feels weird to say, but we don't want to make it sound under-embellished because this is a key one. You do not want to go in these groups and lose 0-1 because then you're facing elimination immediately. So we'll see how things go. Here we are. It's going to be Godlike on the starting defense. And how about this for NYSLM? Quick hit through Hotel towards B. They're trying to isolate over Delhi, but Vegas has gotten the read. He says, I'm not interested. Let me back up. Pretty standardized setup when you're thinking defensively here for Godlike, making sure that you have back alley control. Ja, Leute, da bin ich wieder. Gerade noch rechtzeitig geschafft. Wir befinden uns im Match Search and Destroy Godlike Esports gegen Nurk Slim Mayhem.
Target, wie gewohnt, 7 Siege für ein Team. Und wir sind hier aktuell in der Camp von Nero. Nero kennen, glaube ich, noch ein paar von euch. Der rennt hier auch mit der CBF 4 Lattice rum, aus der Neymar-Ziehung God Trunks. Weiter mit der Switchblade. Keine schlechte Wahl, aber ich hätte eine andere Waffe genommen, Leute. Oh, die Nautilus, Leute, mit... Alter, Leute. Ah, das war's für Trunks. Trunks ist raus. 4 versus 4 aktuell. Wir switchen jetzt zu Nero. Weiterhin mit der CBF hier. Es bleibt weiterhin echt spannend. Noch wurde die Bombe nicht platziert. Nero hat hier auch aktuell die Bombe, glaube ich, so wie das aussieht. Ja, Nero hat die Bombe. Ist hier aber auch sehr vorsichtig unterwegs, was auch sehr schlau ist. Aktuell 4 versus 4 weiterhin. Ah. Nero placed hier bei B. Bombe ist platziert. Burns ist hier mit seinen Teamkameraden auch direkt unterwegs. 4 Stück rennen hier nach B. Jetzt wird's sehr spannend, Leute. Jorn mit der Locus Electron. Oh, oh, oh. Oh, schöner Schuss, Leute. Jorn holt hier Godlearn raus. Neutrino hat hier durch Space sein Leben verloren und Burns wurde durch Nero rausgeholt. Leute, 1v4 und Viges ist raus. 1:0 für die New York Slim Mayhems, Leute. Ich bin beim ersten Zuschauer. Danke fürs Zuschauen. Herzlich willkommen im Stream, Leute. Ich würde mal sagen, ich gucke mal in den Chat. Da sieht man noch nichts. Einfach in den Chat schreiben, wenn es irgendwas gibt. Ich werde regelmäßig reinschauen. Ja, Leute, das erste Match Search and Destroy wurde hier gespielt und auch gewonnen, Leute. Sehr schön. Es bleibt spannend. Das nächste Match sollte in wenigen Minütchen auch starten. I don't know. I wouldn't be surprised to see someone get aggressive this round from the defense, trying to get forward at B here, just because of that misstep. Und wir sehen hier nochmal ein paar Einblicke aus der nächsten Runde. Oder? Ne, ist noch dieselbe Runde, ja. Die Bombe ist platziert. Nächste Mayhem hat hier die Bombe platziert. Es ist ein 4 versus 4. Es bleibt spannend. Oh, 3 versus 3 aktuell. Und ja, New York Slim Mayhem hat hier nur noch einen Spieler auf dem Feld. Und ja, die Bombe wird von Burns hier defused. Damit haben wir das 1:1. Godlike holt sich hier den Ausgleich. 6 Punkte für jedes Team noch zu holen. Es könnten uns hier jetzt noch 11 weitere Runden erwarten, wenn es krass läuft, Leute. Wir werden es sehen. Hier sehen wir nochmal die Mayhems. Ein paar letzte Absprachen vor der nächsten Runde, die in wenigen Augenblicken auch startet. Godlike hier auch jetzt sehr gut unter Druck und ein bisschen nervös. Man sieht es bei 1, 2 Spielern. Aber es bleibt weiterhin spannend. Noch ist nichts entschieden. Nächste Runde startet, Leute. Alter, hier werden direkt 5 Granaten geschmissen. Trophy System hat hier was zerstört, Leute. Wir sehen hier Nero. Nero weiterhin sehr krass unterwegs. Und wir hatten hier gerade einen schönen Grafikbug, Leute. Wer kennt's nicht? Call of Duty und ihre Grafikbugs. Neutrino hat hier irgendwem Damage gezogen anscheinend. Schmeißt hier auch die nächste. Oh, Learn ist raus. Learn wurde hier von Jorn rausgeholt. Trunks holt sich hier aber auch ein nach dem anderen. Rebelo ist raus. Nero, der letzte Mayhem auf dem Ground. Das war's für die Mayhems.
Bombe ist diffused. 2:1 für Godlike Esports, Leute. Sehr sportlich. Und ja, aber es ging schnell. Es ging sehr, sehr schnell. Erstaunlich schnell. Nächste Runde, Leute. Hier sehen wir Burns. Schmeißt den Trophy System direkt. Und ist raus. Burns wird hier von Rebelo. Ja. Und durch den guten Rebelo. Es ist aktuell ein 4 vs 2. Leute, das sieht nicht gut aus. 2 vs 4 weiterhin. Wir sind hier bei Learn. Learn hier auch mit der Krieg 6. Und eine Machete, Leute. Chillig, chillig. Sieht man selten eine Machete in der World Championship, aber kann nicht schaden. Nero placed die Bombe. Godlearn und Viges sind hier die letzten aus Godlearns Clan. Godlearn versucht hier vorzukommen, holt hier fast einen raus. Oh, schöner Ausgleich. 3 vs 2. Viges und Godlearn haben jetzt hier nur noch 3 Gegner vor sich. Das könnte eine echt knappe Sache werden. Learn aktuell mit einem Abschuss. Viges hat schon 2 und ist raus, Leute. 2:2. Die Null Slim Mayhems haben hier aufgeholt. Es bleibt spannend. Die nächste Runde startet, meine Freunde. Und es geht los. Hier haben wir Rebelo. Rebelo schmeißt seine erste Granate, gefolgt von Trophy System. Ja, nicht so eine kluge Entscheidung, ein Trophy System in einem Haus, da braucht man es eigentlich weniger. Jorn ist raus, 5 vs 4 aktuell. Trunks weiterhin im Gebäude, schmeißt hier seine Smoke, geht auf die andere Seite, holt den nächsten Kill raus. Nero ist damit raus, 5 vs 3. Das sieht mir nach einem ziemlich guten Gameplay hier aus. Ich denke, es wird auf ein 3:2 hinauslaufen, 3 vs 4 aktuell. Little B hat hier auch Trunks rausgeholt, Leute. Little B, sehr stark, sehr, sehr stark. Man muss ehrlich sagen, Little B ist uns schon in den letzten Streams ziemlich aufgefallen als Sniper. Hat hier viel drauf. Burns mit einem leichten Camp-Abschuss, aber nicht mal so eine dumme Entscheidung. Little B, der letzte, und Burns hat ihn. Camp-Abschuss würde ich das nicht nennen, das war taktisch. Ja, das schon, das schon. Also taktisches Gameplay, also. Ja. Ja. Einen Camp-Abschuss habe ich nichts gegen. Ich mag Camper sogar. Ich finde Camper witzig. Also Leute, zwar sind Camper manchmal dreckig, aber ich finde Camper witzig, weil sie so die Typen sind, die sich von hinten anschleichen und dich genau dann töten, wenn du nicht damit rechnest. Nächste Runde, Nero, hier auch wieder sehr stark unterwegs. Trunks muss hier 2 Seiten safen, holt sich hier den Kill. Rebelo ist raus, Leute. 2 vs 5. Es sieht ganz danach aus, als würde Godlike hier das 4:2 machen. Little B ist der Letzte mit seiner Sniper und der 50 GS. Die Locus ist stark, aber nicht für alles geeignet. Wir wissen... Ja, das schon. Oh. Little B lässt sich hier nicht schlagen. Er bleibt weiterhin stark. Hat echt noch einiges drauf. Muss hier aber auch noch die Bombe holen. Wir wechseln die Kameraansicht. Little B auf dem Weg zu A. Läuft hier jetzt einmal außen rum, so wie es aussieht. Das ist ein 3 vs 1. Das könnte böse enden. Und ja, Little B ist raus. Trunks holt ihn hier. Schön, Leute. Sehr schön. 3:2. Eine weitere Runde kommt jetzt noch. Maximal erwarten uns noch 3 Runden. Oder 4. Ne, 4 Runden. Aber das Ganze wird sich zeigen. That's a great first half from Godlike. Just to not back down, keep playing your game. And that's what we need to see if Godlike are going to come out of here
So, die nächste Runde sollte gleich starten. Wir sollten eigentlich jeden Moment den Kameraswitch haben. Ja, wir sind in der nächsten Runde. Aktuell 4:2. Nüxle Mayhems werden hier jetzt versuchen aufzuholen. Aber die Godburns bzw. Godlikes werden hier nichts zulassen. Burns sneakt sich hier wieder in die Ecke. Nero klärt hier zwei Seiten gleichzeitig. Nicht dumm. Oh. Knappes Ding für Nero. Sehr knappes Ding. Vegas hier auch weiterhin mit der DLQ unterwegs. Wir werden sehen, wie es laufen wird. Vegas bleibt hier vorsichtig. Geht keine Risiken ein. Rebelo hat ihn aber im Visier. Burns war da und Trunks holt hier Rebelo raus. Vollkommen unerwartet, aber wer auch auf der offenen Straße bleibt. Trunks wurde hier von Little B mit der Sniper rausgeholt. Nicht schlecht, Little B, nicht schlecht. Aber wir warten immer noch auf größere Entscheidungen. Vegas ist nämlich hier der letzte aus dem Team Godlike. Hat es hier mit 3 Gegnern zu tun. Das könnte eine sehr, sehr knappe Geschichte werden. Oder auch eine sehr schnelle, wir werden es sehen. Aber Vegas schlägt sich hier gut. Holt er den nächsten. 2 vs 1. Aber Vegas bleibt sehr vorsichtig. Er hat noch 20 Sekunden. Place die Bombe. Jetzt hat er 2. Okay. Das könnte jetzt ein bisschen blöd enden. Little B versucht es hier mit einem Sniper-Shot. Trifft nicht, aber ja, das war's für Vegas. Vegas wurde hier durch die CBR 4 rausgeholt. Aber sie müssen noch entschärfen. Mit Pech. Ja, das schon, das schon. Godlike schnell genug. Ja, aber es waren noch zu viele Sekunden auf der Uhr. 20 Sekunden und er hat noch ein paar Sekunden überlegt. Es gab noch einen guten Kampf. Also Ja, ich denke aber schon, dass sie es gepackt haben. Das sind Profis. Ja, das leider nicht, aber ich denke. Ja, wir sind in der nächsten Runde, Leute. Die haben es geschafft. 4:3 aktuell. Hier haben wir Burns. Sehr stark auch unterwegs. Und wir sehen auch, Godlikes Trunks hat aktuell eine KD von 10:6. Damit aktuell der absolute MVP. Leute, 10 Kills ist für Search and Destroy schon echt nicht schlecht. Trunks ist hier auf die 11 gestiegen und auf die 12. Leute, absolut krasses Gameplay, das wir hier sehen. Daran merkt man wieder, wir sind in den Finals. Little B, starker Schuss, aber blöde Position. Holt hier auch den... Oh, das war's für Little B. Neutrino hat ihn hier geholt, hat hier auch die Diamond-Tarnung. Boah, Leute. Sauber. Sauber. Neutrino hat hier ein 1v2 jetzt am Laufen, um den 5. Punkt für sein Team zu holen. Aber die Mayhems werden da, denke ich, nichts dem Zufall überlassen. Die werden sich ihn jetzt sehr schnell vorknöpfen, wenn sie ihn sehen. Man sieht es hier auch, die sind relativ nah beieinander für den Fall der Fälle. Nicht mal, bei einem 2v1 finde ich es okay, wenn man relativ nah beieinander ist. Aber auch nicht zu nah. Also die Aufstellung ist nicht mal so blöd. Ja, tschüss Neutrino. Ja. Schade. Jetzt geht's Matchpoint, Leute. Jetzt ist Matchpoint. Ich glaube, es ist sogar 5:3. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, 4:4, richtig. Wer jetzt gewinnt, holt sich den Sieg. Nee, diesmal nicht, Tatsache. Es geht weiterhin bis 7. Steht noch oben in der Mitte. Ja. Ja, langsam wird's kritisch. Also ein bisschen mehr als die Hälfte an Points sind schon durch. Klar, 7 ist keine gerade Zahl, aber ihr wisst, was ich meine, Leute. Aber da lässt sich noch vieles drehen und wenden. Hier haben wir Learn. Learn hier auch weiterhin stark unterwegs. Ah, das war's für ihn. Nero sneakt hier um die Ecke. Das finde ich ein bisschen schade, Leute. Wir sind hier im Final und die meisten vercampen sich.
Mein Gott, ich kann es ihnen... Ja, ich kann es ihnen nicht... Klar, klar. Also ich kann es ihnen nicht verübeln, aber finde ich ein bisschen schade. Little B hier hat hier... Ah! Neutrino versus Little B gerade, 1v1, aber keiner ist tot. Neutrino bleibt hier sehr vorsichtig. Oh, das war's für Neutrino. 5:4, Leute. Ja, aber Leute, 5:4 lässt sich jetzt auch nicht mehr ändern. Jetzt müssen beide Teams zeigen, was in ihnen steckt. Wortwörtlich. Neutrino hier direkt Granaten werfen. Oh, Learn macht hier einen guten Kill. Zweiter Kill. Ah, und gegen Jorn schafft das leider nicht mehr. Ja. 2 versus 3. Oh, Little B ist hier... Ne, Nero ist fast down. Ja, Nero ist raus. 2 versus 1. Little B ist der letzte von Neuroxlem Mayhem, der noch auf dem Feld steht. Hat hier eine Kriegsex-Eisdrache und seine Locus Elektron. Safe aufgehoben. Obwohl doch, es gibt doch diesen einen Perk, mit dem du... Nicht in der World Championship. Oh. Aber es gibt, glaube ich, einen Perk dafür, ne? Weiß ich jetzt gar nicht. Gang ho, Trunks placed die Bombe. Leute, Little B. Oh, okay, Strong. Hat hier Viges rausgeholt. 1v1, Leute. Sehr stark. Come on, Little B hat hier Trunks gesichtet. Und nein! Schafft's hier nicht. War zu langsam. 5:5. Und es geht rein in die nächste Runde. Es bleibt weiterhin spannend. Ja, Moment schon. Beide Teams sind ziemlich So spannend, krass dass ich drauf. dazu entschieden habe, nicht so viel zu reden. Mein Gefasel Ja. Little B raus. Trunks holt hier auch den nächsten. Wurde aber rausgeholt, Leute. Trunks hat Jorn geholt und wurde hier von Rebelo rausgeholt, Leute. 2v2 Godlike versus Neuroxlem Mayhem. 2 jeweils noch auf dem Feld. Rebelo und Nero sind hier sehr nah beieinander. Das könnte ihnen das Genick brechen. Ja. Godlearn nutzt seine Chance und holt hier 2 Stück raus. Hat die 2 rausgeholt, dass sie nacheinander waren. Bricht ihnen in dieser Situation. Das hat ihnen jetzt das Genick gebrochen. So, die nächste Runde. Godlike braucht noch einen Sieg. Es bleibt spannend. Wir werden sehen, wie es läuft. Learn hier sehr vorsichtig, Trunks auch sehr vorsichtig. Man merkt, die Taktik wurde geändert. Die wollen die Runde jetzt unbedingt gewinnen. Ja, die Taktik wurde rapide geändert. Aktuell noch keine Kills. Godlearn hat aktuell noch die Bombe in seinem Besitz. Nero, ja, steht hier in der Ecke. Bleibt spannend. Die ersten Schüsse wurden schon abgefeuert, allerdings gab es noch keine Kills. Neutrino hier. Na, was macht er? Vigas ist raus, wie ich gerade sehe. Godlearn hat hier kurz ein bisschen Damage eingeschoben. Nero rusht hier vor, um seine Teammates von hinten noch ein bisschen zu unterstützen. Rückt aber wieder zurück. Keine schlechte Taktik. Beide Teams weiterhin auf ihren Seiten, beziehungsweise Hälften. Ne? Wenig Feuerwechsel, muss man sagen. Godlearn schaut hier über Wände und Ecken. Hat hier die Vermutung. Aber, tja. Ja, Little B vermutet hier oben einen. Allerdings ist da keiner, Leute. Und wir haben einen Ausgleich, der direkt wieder behoben wurde. Godlearn platziert gerade die Bombe. Bomb has been planted, Leute. Das könnte jetzt das 7:5 werden. Es könnte, aber nur, dass die Bombe platziert ist, heißt es nicht, dass es auch so läuft. 3 versus 3. Little B wurde gerade von Neutrino mit der Sniper rausgeholt. Wir sehen hier Rebelo
Wechseln zu Trunks. Trunks, come on. Ah, Trunks hinter dir. Leute. 2 versus 3. Oh, oh, oh. Ah, Space ist raus. 2 versus 2. Jorn holt hier allerdings den nächsten. Und ja, Leute, die Bombe wurde entschärft, Leute. 6 zu 6. Damit wird das Target auf 8 erhöht. Ja, aber Leute, das war ja schon die letzten Male so. So, Leute, hier haben wir Nero von den Mayhems. Ist hier auch einen guten Point. Place direkt die Bombe. A ist jetzt geplaced. Nero bleibt bei A vor Ort. Genauso auch seine Teammates. Nicht dumm. Was macht Neutrino da? Warum schießt er auf den Boden? Leute, manchmal verstehe ich nicht, was die Spieler machen, aber deren Entscheidung, wohin sie ihre Munition verschwenden. Trunks ist raus. 4 versus 4. 3 versus 4. 2 versus 4. Leute. Oh, Neutrino holt hier einen schönen 50 Gas-Kill. Oh, Leute. Ja, Little B hat ihn erwischt. Little B hat ihn noch erwischt. Das war eine knappe Sache, Leute. Das war eine knappe Sache. Das war jetzt ein bisschen Pech, dass Little B gerade noch in der Nähe war. Ich glaube, der ist auf dem Top. Höchstwahrscheinlich. Kennt die wie lange er braucht. 10 Jahre? Ja. Leute, wir haben Godlearn. Schmeißt die nächste Grenade direkt auf A drauf. Und das nächste. Huh? Oh. Boah, das war strong. Das war. Ja, war echt strong, Alter. Ja, aber ich find's cool, sowas. Oh, schau mal, was er macht. Das ist auch einer der besten Snipe-Spots. Klar, aber es ist auch ein relativ guter Snipe-Spot. Da sieht dich keiner, außer er kommt von hinten. Nein, das verstehe ich jetzt nicht falsch. Ich bin live. Oh Gott. Ja, Twitch, Entschuldigung. Wir haben hier Burns. 3 versus 5 aktuell. Das sieht nicht gut aus. Burns geht hier zu A. Und ist raus, Leute. 2 versus 5. Das wird jetzt eine echt schwere Sache. Neutrino und Vegas, die letzten auf dem Feld für Godlike. Vegas hat hier auch weiterhin die Bombe. Wir sehen Space. Ja, hat ja einiges im Blick mit der Sniper. Relativ guter Spot sogar. Ah, Vegas ist der Letzte in seinem Team. Das wird... Ja, das war's für Vegas. Little B hat ihn gesehen und rausgeholt. Und Leute, Nurk Slim Mayhem gewinnt diese Runde. Das war gerade richtig feige, schwach. Das war lappenhaft. Gibt nur noch die Cam. Die Snipern, das war schwach. We have an overtime match on Delta right now with Stamina and Smart Omega. And Wolves, after their shaky start, are 20 points away from finishing off Strut in 3-1 form as they're continuing on Charlie in a Summit hardpoint. Action all over the place, but for Mayhem, look, I don't want to give them, you know, the weight of the world right now, but much better than Stage 4. So, Leute, die nächste Runde sollte dann auch gleich starten eigentlich. Stimmt, Godlike ist jetzt raus. Ja, es sind an sich 5 Runden-Matches. Wenn ein Team 3 gewinnt, war es das fürs andere. Ja, Leute, wir sehen hier I-Hold Shift und Proper. Proper kennen wir noch nicht aus den letzten Matches, aber I-Hold Shift hat ja bereits die Vorrunden moderiert. Sollten die meisten von euch eigentlich kennen, den guten Herrn. Und das nächste Match sollte jetzt demnächst auch starten, ne? Wir sehen hier 2:0 für die New York Slim Mayhem. Godlike Esports konnte sich hier leider noch nirgends durchsetzen. Vielleicht wird sich das ändern, wir werden es sehen. 3 Runden sollten eigentlich noch kommen.
Es bleibt weiterhin spannend. Ja, wenn Godric jetzt einen Sieg holt und noch einen Sieg und einen Ausgleich schafft, dann steht ein Stück mit der letzten Karte. Richtig. Also Godlike muss jetzt 2 Runden gewinnen. Ansonsten ist der Dreck raus. Richtig. Wir switchen hier nochmal auf die Highlights der letzten Runde. Genau, jetzt haben wir die Highlights drin. Und hier haben wir eine Highlight, wo Oh, Leute. einfach so gut gezogen hat. Ja. Also Leute, das war ein Moment. Learn hat hier 2 rausgeholt. Das war echt stark. Wir switchen hier nochmal zu Space, der sich leider nicht gegen Neutrino durchsetzen konnte, aber dann von Yawn gerecht wurde, und zwar instant, Leute. Trunks wurde ja hier auch vorhin noch rausgeholt. Leute, es sind sehr schöne Highlights, muss ich sagen. Und ja, wir sehen es als nächstes. Map 3, Slums mit Control. Godlike Esports versus New York Slim Mayhem. Step away from standoff and head on in towards Slums Control, firing range, hardpoint, and then takeoff search. Those are the 3 maps that Godlike would have to take to get the reverse sweep. Try to find some way to tell me how they do it. I mean, you need Burns. You just need Burns to be able to have some productivity in these respawns. Without Burns helping out what we at least got to see from Trunks throughout that map number 1, I just don't really feel like there's going to be a way for Godlike to comfortably work their way back into this series. Okay. Okay. I mean, I think the keyword there is comfortably. Yeah. But they got pillows over there, so I mean, they're looking pretty comfortable. That's cozy. But looks can only go so far. Fair. True. This stage is dope, dude. I'm sorry. Yeah, we haven't even talked about it. I mean, like, so cool. There's so many different teams and just facing off against each other, not to mention just all the different languages that you're also hearing just throughout all the different communications. It's just really, really cool. You know, we waited 3 years for this exact event to come through, Alan, and oh man, let me tell you, this is just feeling very, very right for this momentous occasion. So results are starting to come through, as mentioned earlier. Inco 3-0s in their opening matchup. 3-1 for Wolves. Good bounce back after the. Ja, Leute, wir warten weiterhin auf das nächste Match. Vielleicht kann Godlike hier seinen ersten Sieg jetzt mal holen. Yep. Es wird wahrscheinlich eine sehr knappe Sache, wir werden es sehen. Aber wir haben von Godlike ja bereits in den Quarterfinals viel gesehen. Auch in den Halbfinals haben wir schon viel gesehen von Godlike. Die haben wirklich was in der Birne und wirklich was drauf. Richtig, und sie haben es in die Finals geschafft. Allein das ist ja schon heftig. Mhm. Aber Leute, beide Clans bzw. beide Teams sollten manche noch von euch aus letztem Jahr kennen. Richtig, beide kennen wir noch von letztem Jahr, für die, die damals die World Championship geschaut haben. Beide haben letztes Jahr gezeigt, was sie drauf haben und es sehr weit geschafft. Ja, Vitality, Mayhem und Godlike kennen wir alle schon und die sind wirklich übertrieben stark. Mhm. Also wir haben hier wirklich Teams, die absolut strong sind und richtig viel auf dem Kasten haben. Aber solche Leute spielen auch sehr intensiv. Ja, deren Leben besteht daraus, besser gesagt. Ja, die Zeit habe ich gar nicht, das zu machen. Ja, die Zeit hätte ich da auch nicht, aber irgendwann vielleicht mal, wenn es mit YouTube läuft. Wir werden es sehen, Leute. In ein paar Jahren wird es vielleicht mal laufen mit YouTube. Ich hoffe es. Ja, wenn es ein paar Jahre mit läuft, dann ja, auf jeden Fall, weil dann verdienen wir Geld damit. Genau, so mit Kohle, Geld damit verdienen. Nein, Leute. Mhm. Das Privileg würde ich gerne. Ja. Leute, ich wurde hier gerade von irgendeiner Nummer angerufen, keine Ahnung. Musste ich aber jetzt ablehnen, wir sind im Live. Isabella hat gemeint, ich hätte sie mit meiner alten Nummer angerufen. Daher. Ich vor der Option hatte. Ja, aber kannst du ja gar nicht. The first 2 maps, they didn't play him at all at the NA Regionals. They didn't play a single Hacienda hardpoint. They didn't play a single standoff surge. So the playbook feels deep too. You know, in one of the things we noted a lot last year during both the Western Eastern finals is that a lot of the time we saw just kind of like, all right, we're just going to go outgun you. That was like the only page of the playbook. But I will say for NYSLM, they're looking like they're coming in prepped, considering that we didn't see either of those 2 maps in Stage 4 in any regard. I mean, they played a handful of games
throughout their groups because of their opening loss that they faced versus Undream, this new LG team. So that says something, maybe. Well, I think it definitely does. Again, it's just very, very tough. I mean, we talked about this in very great lengths, that it's, you know, everything that happened in the past, you do have to take it with a certain form of an asterisk. Again, I think that the entire conversation right now for NYSL Mayhem does start and stop at their stark differences of what they look like towards the end of the third place finish in stage 4, and how comfortable they look right now. But it honestly could really say more just about Godlike, not just to completely flip the conversation, but I mean, there's been so many different opportunities for them to be able to walk away with rounds, to walk away with rotations. Ja, Leute, wir sind weiterhin noch in einer Pause. Das nächste Match sollte, denke ich, in wenigen Minuten starten. Wir werden es sehen. Noch dürfen sich die Spieler hier ein bisschen ausruhen und noch mal ein bisschen was besprechen, bis dann das nächste Match startet. Ja, Leute, hier sehen wir es noch. Richtig, das sind die Upper Qualifiers, Wolves vs. Inco Storeboard. Und danach kommt nochmal die Lower Round, wo aktuell Team Vitality drin ist. Da wird sich noch zeigen, gegen wen Team Vitality als nächstes noch spielen muss. Aber wir werden sehen, wer jetzt erstmal bei Wolves gegen Inco gewinnt, Leute. Latin America was pretty much all game 5s against these three teams that are here. So they have veterancy, experience, and the ability to kind of show resiliency when things do get tight, which I think... Leute, es wurde gerade aktualisiert. Team Vitality muss gegen Stroud Esports spielen in der Lower Round 1. Dort wird sich dann auch entscheiden, wer rausfliegt und wer drin bleiben darf. The way that we are quite literally witnessing them really boast their strength of why they are considered a search and destroy region. I think that it's going to be very tough. I think that Inco, as far as the respawns are concerned, with all of their SKS ability, I suppose, I think that that's going to be a certain wrench into the system for Wolves to deal with. But yeah, I think if it does come down to the game 5, and even that map number 2, will be quite telling to be able to see how those two regions stack up against each other. And I don't know, it's just like, I kind of get like this reaction of Inco, kind of like the Avengers, like, yeah, you might have search and destroy, but we have a Lucas in. Like, he's so good, dude. I'm excited for that matchup. We'll see that one later on today. We take a look over at, again, Group A as we're waiting to get into this control. Stamina Smart Omega is still in the middle of their game. Still have a chance to kind of tune in with the Delta stream to see how things are going there. And again, like I mentioned, I'm pretty sure that that was a 2-0 map count, but we'll see. No, jumping in. It's actually still the search and destroy here, so okay. My apologies, my mistakes. But Smart Omega are up 1-0. And into this firing range search. It's Kendi by himself, 1v3. Tough situation, but at least he's got the bomb to work with. Gonna start working their way down towards Banana. And Marvel's already here. Just watching this in the window. SMG versus whatever. Ja, Leute, wir sehen hier jetzt den Delta-Stream. Team Delta, nee, Team Stammen, glaube ich, waren es. Gegen DMG, da fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein. Leute, beide Teams kennen wir noch nicht. Aber wir haben hier das 1:0 für das Team Stammen. OMG. Oh, kein Plan, welches Team das ist. Leute, schreibt mal in den Chat, wenn ihr wisst, welches Team das ist, die gelben. Fällt mir nämlich gerade echt nicht ein. Ah ne, jetzt Omega. Omega, jetzt. Ja, Stamina versus Omega. Jetzt, Leute. Stamina versus Omega. Ja, moin. Ja, Omega hatte die Bombe platziert, aber da ist er auch schon raus, Leute. Narx wurde hier von Candy rausgeholt. Narx ist hier mit der Switchblade und der DLQ. Hier ist ja auch mal die Bombe. Ja, Leute. 1:1 für Omega. Holt hier den Win für die zweite Runde. Damit auch den Ausgleich.
Nächste Runde startet gleich. Und dann sehen wir, wer das 2:1 macht, Leute. Es bleibt weiterhin spannend. Das Match sollte eigentlich jeden Augenblick starten. I mean, we've seen double scope in SKS on this map, but I don't think I've ever seen anyone pull out a triple sniper. Double scope. I respect it though. Und es geht in die nächste Runde. Wir haben hier Marvel. Marvel kennen, glaube ich, noch ein paar von euch. Auch ein sehr qualifizierter Spieler. Schau mal, wir sind hier schon die mystische. Over the top of Banana. Rage already through. Marvel stuck. He's gotten very limited amounts of health. It's actually just the pistol. Und hier haben wir Candy. Hello? Drawer is able to get a double. That will put a little bit of a pause on what looked to be a free B site. And now all of a sudden Stamina. Candy hat hier eine relativ gute Position. Holt hier auch einen schönen Kill, Leute. Oh. Schnell reagiert, schnell geschossen. Kill gezogen. Hier haben wir Gothilla. Ne, Gothilla jetzt. Gothilla, Leute, sollten, denke ich, noch ein paar von euch kennen. Hier auch mit der CBF hier, mit der mystischen. Ich finde das Mac geil. Ja, da ist irgendein Viech drin, das sich dann sogar angreift bei der Animation. Ah, Gothilla ist raus. Und damit haben wir das 2:1 für Team Omega. Sehr, sehr starke Performance hier. Und die nächste Runde startet dann auch gleich. Wir haben hier nochmal den Überblick von Group A, B, C und D. Ihr könnt euch das gerne mal ein bisschen durchlesen, wenn ihr Lust drauf habt. Ich mache mir jetzt nicht die Zeit hier, jeden Teamnamen bzw. Clannamen vorzulesen. Das würde meine Stimme nämlich endgültig töten. Leute, wir sehen hier, nice. Wir sehen hier noch Map 3, 4 und 5. Die kommen einmal Slums mit Control, Firing Range mit Hardpoint, Takeoff mit Search and Destroy und aktuell steht es 2:0 für New York Slims Mayhem. Leute, Map Nummer 3, Slums mit Control, Leute. Das könnte echt interessant werden. Wir haben schon von den Mayhems in den letzten Streams gesehen, was sie in Control abliefern können. Und Godley Esports war da auch nicht sonderlich schlecht, aber Mayhems haben da, denke ich mal, ihre Nase vorne. Die haben da teilweise besser abgeschnitten in ihren Matches. Aber es wird trotzdem sehr spannend. Wir haben hier zwei sehr, sehr starke Teams mit sehr guten Spielern. Und wir switchen rein. Rebelo holt hier einen guten Kill, aber ist ja auch raus. Schade. Trino hier mit der Holger 26. Leute. Alles Goldwaffen und mystische Waffen, außer hier diese SKS Smart Rifle. So, wir sehen hier weiter in Space. Bei ihm ist es aber auch üblich, dass er eine SKS verwendet. Und er ist wirklich der Gott der SKS, Leute. Ja, aber er ist schon ziemlich strong damit. Wird hier aber von Trunks rausgeholt, Leute. Wir haben hier Learn. Ah, Learn ist hier raus. Jorn hat ihn erwischt. Und Rebelo mit der mystischen Kriegsex holt hier seinen Kill und kann sich gegen Viges durchsetzen. Relativ schnelle Bewegungen, relativ schnelles Gameplay. B wird hier gerade stückweise versucht von Godland zu holen, aber Slim Mayhem regeln das auch direkt wieder. Ist auch aktuell umkämpft, so wie es aussieht. 13 Sekunden noch auf der Uhr. 10, 9, 8. Leute, Burns holt hier einen guten Kill. Und die Clock stoppt. Godland ist aktuell im B und holt sich hier den Punkt, so wie es aussieht. Jorn hier auch mit der Holger. Sehr stark, aber wird hier rausgeholt. Schade. Und Trino holt hier einen guten Kill. Ah, hat schon vermutet, aber Space war schneller mit der SKS. Runde 1 geschafft. New York Mayhems holen hier das 1:0. Runde Nummer 2 startet. Red Team hat das Match gepaust für 25 Sekunden. Damit Pause Nummer 1 von 4 für das rote Team.
Also wir haben jetzt noch 15 Sekunden Pause. Wir werden anscheinend noch Absprachen getroffen für das nächste Match oder es wird noch irgendwas geändert oder vorbereitet, so wie das Ganze jetzt aussieht. Aber ich sehe auch schon hier, die Spieler bewegen ihre Finger. Anscheinend läuft das Match. Bin mir aber jetzt auch nicht ganz sicher. Wir haben ja noch keine Cam, wir haben ja noch keine Informationen bekommen. Wir werden es gleich sehen, Leute. Ja, ich sehe hier auf seinem Handy ein Match, aber das ist ein anderer Clan. Das ist nicht das Match, das wir sehen wollen. Aber hier wurde auf jeden Fall was gewonnen. Alright, Leute, wir warten weiterhin auf den Start des Matches. Wir haben ja noch keinerlei Informationen. Jetzt geht's weiter. Nurxler Mayhem vs. Godlearn. Runde 2. Little B hier stark unterwegs. Ah, hat hier Trunks gesehen und Trunks war schneller. Schade. Nero hatte eine relativ gute, aber auch schlechte Position. Da sieht ihn jeder. Jorn wurde hier rausgeholt durch Godlearn, durch die goldene Hades. Rebelo hat hier eine Vermutung, aber kann es nicht umsetzen. Neutrino war hier schneller mit der Kriegsex. Little B holt hier 2 gute Kills, wird aber rausgeholt. Schade, Leute. Schade, schade. Aber es ist ein dauerhaftes Hin und Her gerade. Wir haben ja auch bei Godlearn gerade 2 Leute gehabt mit einem Operator drin. Ja, Trunks ist raus. Nero wurde hier ebenfalls durch Burns geholt. Wir haben hier ein relativ schnelles und taktisches Gameplay, muss man ehrlich sagen. 2 sehr, sehr starke Teams. Oh, Leute. Viges ist hier aber auch wieder raus. Es ist und bleibt ein ständiges Hin und Her. A und B gerade weiterhin noch in der Gewalt von Godlearn. 20 Sekunden sind noch auf der Uhr. Learn ist raus, hat hier Blindshots gemacht, leider nicht getroffen. Viges hat hier einen Kill gemacht, ist aber auch instant raus. Beide Teams sind gut organisiert, aber es kann nur einer gewinnen. Es bleibt weiterhin sehr spannend. 10 Sekunden, 11 Sekunden auf der Uhr, die Uhr ist gestoppt. Mayhem ist hier in B. Mayhem hat B gecaptured, 1 Minute 9 auf der Uhr. Mayhem muss jetzt A noch holen, damit diese Runde hier für sie gewonnen ist. Godlike steht jetzt hier gut unter Druck, muss jetzt A für sich weiterhin behaupten, die nächsten 54 Sekunden. Ne? Ansonsten wird das 2:0 für Nurxler Mayhem, welche ja bereits in der Gesamtrangliste schon 2:0 führen. Das wäre nicht so gut für die Godlikes. Aber wir werden es sehen. Little B auf einer guten Position. Ne? Oh. Eine Vermutung gehabt und verwandelt. Holt hier auch 2 Kills. A wird von den Nurxler Mayhems geholt. Und Neutrino ist raus. NYSL holt hier den Sieg, Leute. Positioning and awareness coming through from Godlike, even when you started to see the clock dwindle down past about 27 seconds or so. They didn't see anybody over by B. So, Leute, eine weitere kleine Pause. Wir sehen es auf dem Bildschirm. Wir warten weiterhin noch auf den Start der nächsten Runde. Sollte jeden Moment eigentlich losgehen. Die Spieler sehen bereit aus für das nächste Match. Switchen hier kurz zu NYSLM. Und die Runde startet. Leute, aktuell sehr starkes Gameplay von Nurxler Mayhem, aber Godlike kann hier noch einiges für sich entscheiden. Diese Runde könnte die letzte sein für Godlike. Aber Burns holt hier einen schönen Kill, Leute. Schöner Comeback-Kill, aber ist raus. Rebelo hat ihn da erwischt. Learn ist ebenfalls raus. Neutrino in der Mitte.
nicht so schlau, wurde hier ebenfalls geholt. Das war mal übel. Wir haben Jorn noch drin. Mit der Claw drin. Es sah gut aus, aber Jorn ist raus, Leute. Little B weiterhin in der Mitte, holt hier gut Kills, muss man ehrlich sagen. Ne? Ist auf einem guten Kurs mit einer KD von 15 zu 10, glaube ich, jetzt ist es. Und weiterhin A und B gut in der Gewalt von den Neuxley Mayhems. B wird hier aber gerade noch umkämpft und zurückgeholt, Leute. Und Trino versucht hier mit Blindfire durch die Tür, durch den ganzen Smoke, trifft aber nichts. Schmeißt hier Granaten, ne? Oh, Leute, Nero hat Neutrino hier rausgeholt. Dann haben wir Space mit der SKS einen schönen Kill rausgeholt. Switcht hier auf seine Operator-Fähigkeit, auf die Claw. Holt hier aber, so wie es aussieht, noch keine Kills. Da hat er den ersten Kill mit der Claw. Sehr schön. Timer auf 0 gesetzt. 3:0 für Neuxley Mayhem. Mayhems gewinnen hiermit das Match mit einem saftigen 3:0, Leute. Sehr schön, aber natürlich sehr schade auch für das andere Team. Aber Leute, wir hatten hier ein starkes Gameplay, zwei sehr starke Teams, die hier wirklich abgeliefert haben. Aber es kann nur einer gewinnen, wie ihr wisst, Leute. Die Neuxley Mayhems bauen hier anscheinend gerade ab, so wie es aussieht. Es geht wohl in eine Pause für die Mayhems. Wir sehen hier das andere Team ziemlich enttäuscht. Aber da kann man nichts ändern. Die sollten stolz sein, sie haben es in die Finals geschafft. Das ist schon mal ein Riesensprung. Und hier sehen wir es, Jorn ist hier der MVP mit einem Score von 2397 und einer KD von 19:8. Während Vigas hier einen Score von 1672 hat und eine KD von 13:13. Leute, damit eindeutig auch der Sieg an die Neuxley Mayhems. Jorn hat hier abgeliefert. Und wir werden sehen, wie es jetzt weitergeht. Wir werden sehen, welches Team als nächstes dran ist. Es bleibt weiterhin spannend. Beide Teams geben sich hier nochmal die Faust. Gegenseitiger Respekt ist auch sehr wichtig, Leute. Das muss einfach, erst recht bei einer World Championship, haben wir oft gesehen, dass die Teams sich dann gegenseitig Respekt gegeben haben. Ist auch schön zu sehen. Und hier haben wir nochmal I-Hold Shift und Proper. Wir warten weiter noch auf die nächsten Teams, sofern es jetzt nicht gleich in eine Pause geht. Es wird noch ein bisschen über die Matches geredet von gerade, aber ja, Neuxley Mayhems haben gewonnen, das sieht man auch, ein klares 3:0 für die Neuxley Mayhems. Sehr stark, sehr stark. Godlike Esports ist hiermit leider raus. Sehr, sehr schade. Aber sie haben alles gegeben. Die erste Runde war auch, ja, ein bisschen knapp, sagen wir es mal so. Die zweite auch, aber jetzt Slums Control wurden sie einfach niedergemacht von den Neuxley Mayhems. Da war schon ein bisschen wenig zu sehen von Godlike. Ich hätte von Godlike auch ein bisschen mehr erwartet. Die haben sich in den Vorrunden eigentlich sehr stark hervorgehoben, sehr stark gekämpft und auch schon mal gegen die Neuxley Mayhems gewonnen damals. Aber wir werden sehen, welche zwei Teams als nächstes dran sind für die nächsten Plätze in den Finals. Regardless of all of that, yeah, it's almost what we did expect. Search and Destroy to be very competitive. There's a lot of things to obviously work on in such a short time to be able to do it when it comes down to the respawns. You can't just hope that you're going to be able to win Search and Destroys because you have to somehow force a game 5 along the way, and it's probably going to have to either be the controller or map 4. I like the call, but with that, our first kind of leg of this group stage comes to a bit of an end, just waiting on the results from Stamina and Smart Omega to finish off that opening Group A, Group B matchup. But we take things back to Degon and the desk to break down all the action that they've seen and maybe some of the stuff that we haven't seen yet. Boys and girls. Thank you very much. Hit the proper great cast to kick things off here at the COD Mobile World Championship. And let's start with the series that we just saw finish up here. Bobby Plays, Beef Mommy here. NYSL Mayhem, that has to feel so good because we were sitting in the back room, second map,
And it's the same story over and over again. Nice lead. We win map 1, we get a little bit of break. But can we please close out a map? And we were thinking, oh, here it goes again. But they actually reversed it here and were able to close it out here, Bobby. Yeah, especially on that flip over the defensive side. They looked way more. Ja, Leute, wir switchen nochmal in die Highlights von den Matches zwischen Godlike und Neuroxle Mayhem. Viel Spaß. He's definitely a big accelerator that can change the game, very similar to another player that we've seen in these stages in Whoopi. Both of those players can have a huge impact, especially in the Search and Destroy. Honestly, Little B is someone that is so scary, not only in S&D, but also in the respawns as well. As you can see on your screen right now, with Little B having that 25k in that hardpoint Hacienda, it is really reminiscent of someone like Heaven that can definitely rock the sniper, but also can slay out into the respawn. So again, really impressive 3-0. But for me, the S&D was so close. Godlike gave everything that they could to close out the match, but obviously came up short. Yeah, here on Hacienda, multiple times did Mayhem just break through the defense of Godlike, specifically in Garage. I remember multiple times it just felt like maybe Godlike got there first, but then Mayhem was able to break through. Here's that this Search and Destroy where we're like, all right, Mayhem, you guys are up. Come on, let's close this one out. And Godlike found ways to get back in, whether it was moments for Vegas or someone else coming on through. But eventually, it was Mayhem that did close it out. And I think for Godlike, they had a lot of really good individual plays. I think we look at the hard point, you had multiple players going on 7 sprees. You look at the S&D, multiple players getting multi-kills as well, but it just didn't seem like the team cohesion was there, and I feel like that was the biggest game changer for NYSL, because you look at the hard point, you get players double, triple shelling on the entry into a hard point. That's really difficult to stop with a single player, and on the flip side, a lot of solo shells, you're just gonna get torn apart. Well, this is one thing that we actually saw. I remember when we were watching it at the back room, where we saw that I feel like Godlike had a little bit of an advantage having that peak, but they did not have the trigger control to keep their positioning, and eventually gave it away to NYSL, and that was supposed to be really big kills. But coming off of that Search and Destroy, we're going into that control slumps where it was a different story, and NYSL just absolutely crushed it. Yeah, here in the second round, you're thinking like, okay, cool, like they're gonna get closed out here. But as I think Shiv said, all of a sudden the cap was open. You got the more time, and the 5-kill lead dwindled down to 2, which dwindled down to the deficit, and Godlike had no answers. I mean, the thing about control is it's all about how you use your operators. You look especially at the start of the second round, everybody in NYSL had their operators ready to go. Godlike was using all of theirs for the entirety of the round, so you've got this big life lead, but you can't see all the utility that's available on the opposite side. You give away a complete capture, uncontested, you don't require any lives out of them, and after that, it just fell apart. Well, ja, Leute, wir sehen hier nochmal Group A, Group B, Group C und Group D. Neuroxle Mayhem hat hier ein 1:0 geschafft, Godlike Esports 0:1 leider. Wir haben noch Smart Omega und Stamina Esports, die noch spielen müssen, Leute. Group C sehen wir auch Tribe Gaming. Sollten einige von euch noch gut kennen, den Clan. Sehr stronge Spieler, die auch schon mal gewonnen hatten letztes Jahr. Though for Smart Omega and Stamina, which we still have to see later on. But again, the second OT matchup that we saw in Search and Destroy, it came really close in firing range. Yeah, exactly. I want to bring it back to what you were saying earlier about the 2 squads from India Vitality taking the loss earlier as the #2 seed, and then Godlike, high aspirations, the #1 squad, and neither one of them having a great showing. I believe the Inco Stalwart match against Vitality, that was the one that wrapped up first. What do you do to bounce back from something like that? I mean, you got to regain, you got to not think about the loss, and obviously that's not the way you want to start out, but that's the beauty of this format is regardless of where you are, you can always bounce back, and even starting off the first day, you just have as much chance as any other team to make it to the championship. So I think they can regain. A lot of it just feels like getting outgunned, and at this stage of the competition, there's not a ton that you can do about that, but I know this is a resilient team. Yeah, you think of the, for Vitality, they're going up against Strut, able to take that match against Wolves, and it's like, that was a good start. Again, Wolves did go 3 more in a row after that, but you know that Strut showed up. Where do you find the beacon of hope here?
Well, they need to find the beacon pole where they saw it in Hardpoint. They knew that they could slay out 2 Wolves, but obviously in that search and destroy, China teams, again and again, we keep saying they're so good at that S&D. The game mode that they really need to practice is that control matchup, the swing mode that we really like to see, because that's where everything really comes through. And for them to go up against Vitality, which is also shaking the beginning, they need to find a way to get that control game. All right, well, that concludes Group A and B with Stamina and Omega still battling it out. But next up, we got Group C and Group D and a prelude to what could possibly be the World Championship Finals here with QC and Tribe. It is going to be a huge one here. Don't go anywhere. You're watching the COD Mobile World Championships. Ja, Leute, upcoming sind Gruppe C und D. Wir starten hier anscheinend eine kleine Pause von 5 Minuten mit dem Trailer für Warzone Mobile, Leute.
Ja, Leute, Glaub ich, es jetzt gleich aus geht der Pause zurück. weiter. Die Pause ist vorbei und wir sehen hier jetzt nochmal Und jetzt einen Kurzfilm anscheinend. für alles. Wo stattfindet. Und Leute, das Ganze findet natürlich in Raleigh in North Carolina statt, für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Ja. Und Leute, Q9 versus Tribe Gaming. Tribe Gaming kennen, glaube ich, die meisten von euch. Den Clan muss man eigentlich kennen, wenn man Call of Duty Mobile kennt. Einer der stärksten Clans der Welt. It kind of feels like all the players are getting the dust off right now, too. I'm not gonna lie. I mean, we've done this in a studio before, but first time with an audience. I mean, hey, NYSLM's got a little bit of a fan base going on today. I like it. Absolutely popping off for them as well. You could hear NYSLM, you could hear the fan base. It just feels really, really nice. It feels normal to have it being done here. Oh yeah, definitely, and I love the fact, again, we're in person, you can feel the energy, you can feel the vibes, and also, you know, you gotta roll with the punches every now and then. Sometimes things work, sometimes they don't, but it feels like everyone's here to play. Now let's get ourselves into the group stages one more time as we take a look at Group A and B. Smart Omega and Stamina still doing... Ja, Leute, Group A haben wir nur noch Smart Omega und Stamina Esports zu spielen. Und natürlich die komplette Gruppe C und Gruppe D. I think for the most part, we got what was expected in Group B. I think we got proved a point by NYSLM, kind of already establishing some groundwork for improvement. But I will say, the region that none of us are really talking about is Europe, and the fact that they're keeping that series close with Smart Omega is great news for the Stamina fans. Yeah, we were hearing them pop off just behind us before we actually came back live for the desk. I think it is quite telling to be able to see that Europe is in fact keeping themselves very much so alive in a very contested group. Well, we've got two more groups to do battle here, Group C and D, and let's dive into Group C by taking a look at the group stage bracket presented by Republic. Leute, Gruppe C, Group Stage. Wir haben als erstes Match Scars gegen Influence Shaman und dann Tribe Gaming versus den Q9 Club. Leute, Tribe Gaming kennt ihr alle. Tribe Gaming, einer der stärksten Clans der Welt. Ich bin sehr gespannt, wie sie sich gegen den Q9 Club schlagen werden und ob sie es in die Upper Qualifier schaffen. I think just based on expectations, there's a lot of excitement about both of these two teams individually. And hey, we don't have to wait very long to watch them play, which is great news. Yeah, I think that it's going to be one of those things specifically because we do have Tribe and Q9. I believe that you even said it as well, Degon, is that this very much so could be a grand final in the making, considering the simple fact that Tribe, obviously number one coming out from North America, can't be slept on whatsoever. Q9 got something to prove for themselves here on the international stage. Right, Wolves taking the #1 seed from them, but Q9 still regarded as one of the best in the world. And also tells you, luck of the draw sometimes. Scars and Influence, Kevin, feeling pretty good. Now, of course, none of this would be possible without our friends over at ROG. And so, we wanted to thank them and tell you a little bit about the phone. The upgraded Game Cool 6 cooling system on the ROG Phone 6 has an optimized thermal design that cools the CPU not only from the internal structure design, but also from the external gadget. The new Aero Active Cooler 6, which incorporates an AI-powered active cooling system. Get the thumbs up there, right from proper. Thank you very much to our friends over at ROG. Now let's dive back into the Group C and talk about these teams. Let's start with Tribe. Now, resetting the stage for those that don't know, Tribe, obviously synonymous with mobile gaming excellence, but specifically here in COD Mobile, best of the West. Without question, and the most undoubtable team out of the Western Hemisphere, or maybe just regionally overall over the course of every year we've seen out of COD Mobile. And the cool thing about this Tribe team is, even though it's largely an unchanged roster, a lot of excitement about Jez. The rookie that's up, just turned 18, can compete, and he looked really good in Stage 4. Casual 1.82 coming out of Stage 4. I mean, you look at the pedigree for this Tribe roster as a whole. First in Western Finals, first in Stage 3, first in Stage 4. They have a somewhat of a target on their back. I know that there's a majority of teams back there that just want to see how they do stand up against this #1 team out of North America. And again, this is a mixture of new players and vets that have returned from last year's West Championship. What is that combination got to be like? Like, what are you expecting from someone who's been there before and now the young gun that's being shepherded in? Confidence. That's the one word that you have to assume is going to be the case. And I will say,
talking with these tribe guys, they will let you know how confident they're feeling when they're on stage. So that's another part of it. You know, is that kind of NA wildness going to maybe overwhelm just the mental game coming into this? Because if they could beat you in mental warfare, believe me, when I tell you that, they're going to also dominate you on the gameplay as well. I think it's also really nice as well for Jets to be able to be surrounded by all these veterans as well. You know, Call of Duty's history has always been it kind of made in the notion that these young rookies that can come out and absolutely slay feel that much more comfortable when they have a veteran voice behind them targeting where they should be on the map. Yeah, and so far in groups A and B, it felt like the Western teams were the ones that had not only the pop-offs on stage, but the pop-off squads here. So shout out to the Stamina squad as well, that are making noise throughout. Asian teams haven't quite done that as much yet. Now, let's take a look at the flip side, their opponent and Q9 Club from the East, from China. Again, one of the biggest, strongest regions in COD Mobile, in gaming in general. But what should we expect from them as we look at this matchup head-to-head? I think the biggest thing is, you know, they came up short in their region, which feels bad. But at the same point, even during the Fall Invitation, ja, Leute, hier haben wir die Teams. Einmal den Q9 Club mit Chen, Dem, Island, Tang und Gnilung. Wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Entschuldigung, Leute, der Name ist ein bisschen kompliziert. Aber hier haben wir das Team-Lineup, Leute. Einmal der Q9 Club aus Asien. Yeah, and again, coming from the region that they do, especially in Q9, I will say this much, that the Search and Destroy will have a magnifying glass over top of it. You got to be able to have that map number 2 to be able to force the hand. But Q9 is actually one of those teams, funny enough, that I was talking about when I was just casting with you, Alan, is that they aren't feeling too hot right now on the patch. They were specifically saying that the chemistry is not there. You have to wipe that slate clean, especially when you're coming for the king. When you look at this roster here, again, guys that have been there before in terms of high pressure situations and finding success, but you wonder what the travel was like. You saw Wolves, they got sprung upon there early on in their matchup against Strut. Will the same thing happen with what we imagine is a much tougher opponent in Tribe? You have to assume that there's going to be a little bit of that kind of wake-up period, just because of the fact that the travel was so extraneous on how long they were going. I mean, even the fact that there was, I'm sure, plenty of stress leading up to the event, like were they even going to be able to get the visas to be here? So the fact that now you're here, I think the biggest thing is you have to settle in, and you cannot allow this Tribe team to take things over from the word go. You have to come out, play your game, trust that your prep is good, and even though you have fallen short in the past, you still are one of the best teams as expected to be here at this tournament. Yeah, I mean, I love that phrase again, just to play your own game, to meet the pace of Tribe and respond accordingly. That Q9 cannot afford to lose that mental warfare that you were talking about, Alan, especially with this roster sticking together what they were doing, especially through what tournaments that they played in such recent time. You know, again, Q9 looking to grab the spotlight and show that they are #1, and they've got to do it through the best in the West. Tribe still has a lot to prove. Again, big legacy to stand up to across all mobile games, and also their own bar that they've set over the last year, 2 years of COD Mobile. So here we go. This is going to be their first step to do it now. We're still waiting for some of the players on the stage to get ready for our alpha, so we'll be hopping into one of the other games very shortly. So in the meantime, I wanted to get your thoughts in terms of this stage and in terms of the stage nerves for everyone. Not only are you playing right now, but you know that you're being surrounded by other matches that are happening. You got to be able to block that out. Yes, you do, because let's be honest, it's going to get pretty noisy up there as we get deeper through these groups. I mean, these opening rounds may be a little bit more tame, but you expect that when the qualifiers start to happen for these groups, yeah, you're going to start to hear some shouting coming through, and you need to be able to control that energy and not get out of hand. Well, pretty difficult to do shouting when you hear both English squads coming out right now, which is actually what we're going to hop to in game right now. I believe it's Luminosity from North America up against Nova in Europe. So that's going to be one where teams are popping up. They're popping up in English, but these two squads going head to head. Yeah, I think that it's one of those things that we were going to be talking about extensively when it comes down to Luminosity and anybody else really coming out from Europe. Both of these two teams really trying to put themselves on the map and make their region feel very respected. Yeah, as you can see there in the bottom, if you wanted to follow along in this matchup, this will be on the Bravo stream once we get our Tribe and Q9 matchup set up. Ja, Leute, wir sind im Bravo Stream, Tribe versus... Ne, wir haben hier
Nova versus LG. LG kenne ich persönlich noch nicht. Leute, Verzeihung, dass ich mich erst so spät melde. Ich war gerade noch auf dem Klo. Und Spy wäre hier gerade fast auf Verlassen gekommen. Ich hätte ihn ausgedacht, wenn ja. Ich hätte ihn auch ausgedacht. Yep, das wäre mies gewesen. Aber Leute, bei einem Vierfingersystem kann das nun mal passieren, wenn man die Tasten falsch angeordnet hat. Und Leute, wir warten hier immer noch auf den Start. Tribe versus Q9. Trying to live up to that, but we're seeing the different strengths from the different regions play out early on. Obviously, India not where they wanted to be, North America surprising others, and then Europe. Europe's one of those in the middle where we weren't sure what to expect. Strut still taking Omega a little bit there. Nova struggling right now against Luminosity, and then Strut, you know, finishing in that, you know, surprise win earlier on. Where do we think Europe's going to finish up? You know, it's funny that you do mention that, because it's one of those things that we all ended up talking about, that when you think about the strongest regions out there, Europe is not one of them. So Europe coming into an international event, and you have been able to have at least a comfortable stage 4 against your own region, I honestly think that Europe are going to be able to stand up quite well. I mean, even against like the Chinese teams that we were just seeing, even in those earlier rounds, they didn't look half bad. Yeah, the worry was that they would get kind of blown away in a game like that. But that's not what happened. No, not at all. I think that's great news that you come out, you're fighting. Problem is, there's not much of a lifeline out here. So as much as we could sit there and, you know, blow some sunshine towards their direction, you still have to get through these well-rehearsed international squads. And even though the map 1 win, like from Strut, surprise, we didn't really expect them to do too much when it came to playing up against those powerhouses. Right. That's cool, great, but in the end, you still have to be able to finish out these series and actually do something to tell us that, yes, Europe is a major contender at this tournament. So speaking of surprises, right, just like Strut was able to pull one out there, I think the other one that we're all waiting to see, which is coming up very, very soon, is Scars from Japan. Yeah. Where will Japan sit in this region as well, or in this regional conversation as well? Because for every other team, you get to say, okay, we have regional strength and individual strength. Scars being the only team from Japan, you got to figure out where you sit in all of that, and they got a fruitful draw not to go up against Tribe or Q9. They go up against Influence Kevin to start things off. But you still have that looming in the distance, right? You know you're probably going to have to face either Tribe or Q9 maybe once, if not twice, throughout the entirety of just the group stage alone. And not to mention the pressure, you know, coming back to land and representing your entire region as the only team. I mean, they got to show up and absolutely slay out. The biggest thing is it a big fish in a small pond? Like, it's cool, I think, to have, like, you know, the whole country's behind you. Right. But we didn't really see much competition in Japan. I mean, Scars was flawless. No one really even touched them. I mean, the whole broadcast was over in like 2 hours, it felt like. It was over as soon as it started. And that has to be something that we really evaluate for this Scars team is, are they really, really solid? And is that region just kind of a little lopsided? Or is this just one big fish that kind of has, you know, its own thing going for it in its own region? Right, and that's part of the difficulty. If you drop down to the elimination bracket, it's do or die time, and you have to tell yourself, you have to be forgiving to yourself. Be like, all right, we just played up against the best team in the world. That's what we got to tell ourselves, and now we're going to bounce back right here, especially because we found regional success, and we know that we're a great team from all of the tests that we've had. How can we test outside of what we know? And so hopefully Scars will be able to do that, or Influence Kevin, whoever comes out on the bottom side. Yeah, and it's that phrase, you're living rent-free in my head right now, brother, is you have to come in and play your own game. You know, what was your strengths coming out from your region as a whole? We talked about that with Godlike when Alan and I were casting. Yeah. It was the Search and Destroy, and they did look very good on that. Obviously, respawns were not necessarily there. But for Scars, you have to just be able to come in and just lean on the strengths, lean on your vetoes, and whatever is comfortable for you to be able to take as many maps as possible. Well, what happens when you start losing, too? Like, right. You don't expect them to win every map here. You're going to be playing up against some good teams. So if you do find yourself behind, how do you play recovery after that? Yeah, well, they'll have to figure that one out when they find themselves behind. Right now, falling a little bit behind with all 4 games getting set up. So we're going to take a short 5-minute break. When we come back, we'll hop into groups C and D. Ja, Leute, es geht in eine 5-Minuten-Pause. Danach steigen wir ein in Gruppe C und D. Bis gleich.
ladies and gentlemen, welcome back to the Call of Duty Mobile World Championships. I'm joined by the one and only Beef Mommy, and we are heading into what I would say is the most highly anticipated match of the day. The Kings of the West, Tribe Gaming, going up against Q9, who has been very dominant recently. Beef Mommy, how you feeling? Man, we just saw the most anticipated group of the day, which is Group A, and now we're heading off into what is the question mark. Who is going to win between the Reds today, Q9 or Tribe? But obviously there's going to be a lot more matches up next, so I'm really excited. If you guys just came into the stream right now, we already saw a bunch of 3-0s at exception of one, which is a Charlie stream, Strut versus like another team that was really good, actually. I'm really surprised with Wolves. Yes, they lost that hard point, but again, all 3-0s across the board. But now let's see if it's going to be the same thing here. Q9 and Tribe, what are your thoughts? I mean, both regions off the start, what we've seen from them look very strong. We saw NYSL from that North American region, third seed, still got the 3-0. Wolves, a little bit of a slow start, but they bounced back. Ja, Leute, es geht gleich los. Tribe Gaming versus Q9. So, heading into this one, I think it's going to be a battle of the modes. I think it's all going to come down to control. That's my expectation, because we've talked about that being the swing mode for basically the entirety of the event. Ja, Leute, hier sehen wir es, das Line-Up. Map Nummer 1 ist Raid mit Hardpoint, Map Nummer 2 Firing Range mit Search and Destroy, Map Nummer 3 Hasenja mit Control, Map 4 Standoff mit Hardpoint, Map 5 Slums mit Search and Destroy. Gebannte Karten einmal von Tribe-Seite Summit und von den anderen vom guten Q9 Club Take-Off. Gebannte Fähigkeiten einmal für Tribe Gaming Sparrow und für Q9 Annihilator. City won that 7-4, so that was the last time they actually played in firing range S&D. But for the side of Q9, well, they feel like they need to kind of step it up in this particular matchup because they haven't really played it too much. The last time they did, it was up against the Wolves, which they did win. Yeah, this is a bunch of really interesting map picks, because I know that not a lot of players love Raid Hardpoint. I know that North America doesn't like Hacienda, and we're playing that for control as well. But I think Tribe taking a little bit of an advantage for themselves. We got a Slum, Search, and Destroy. I think if it does go to a Game 5, that tends to be the one map where teams that are not as Search and Destroy dominant can seem to find the edge. So I think heading into this one, obviously got to give the edge to Tribe. Their #1 go-to game mode has always been Hardpoint. Their gun skill, their teamwork, just phenomenal across the board. And it looks like we are ready to hop into the action. Ja, Leute, wir hoppen rein in das Match. Tribe Gaming wird hier jetzt auch zeigen, was sie drauf haben. Das ist sehr spannend. Jazz hat hier auch den ersten Kill der Runde schon geholt. Steht 5:0. Hardpoint, Leute. Es sieht noch gut aus. 10:0. Tendenz stark steigen für Tribe. Tribe lässt sich hier auch nicht unterkriegen. Mindestens 2 sind dauerhaft im Hardpoint. Hardpoint ist jetzt zum ersten Mal umkämpft gewesen. Und Tribe hatte den Hardpoint verloren. Q9 holt hier jetzt stückchenweise ein wenig auf. Wir sehen hier Marshy, wurde hier rausgeholt durch die Kriegsex. Hier haben wir noch T4NG von Q9. Island hier, ja, wurde rausgeholt durch Marshy. China players here. And now as we slow things down yet again, they're going to be trying to go in for that anchor point where player #1 is Jez trying to anchor that point up against Oling. Speaking up, but Oling wins that gunfight. That's an absolutely massive gunfight. Hier haben wir Tang vom guten Q9. Ja, manche verwenden safe ihre echten Namen, aber die meisten Namen sind halt wie bei uns gewählt. Ja. Dann haben wir noch Island. Holt hier einen guten Shot raus. Sportlich. Leute, Hardpoint ist umkämpft. Und jetzt in der Gewalt von Q9. Q9 hat hier den Ausgleich gemacht und überholt jetzt Tribe Gaming. Ah, nee. Tribe Gaming dreht das Blatt nochmal. Holt sich hier den Hardpoint. Rage schaut hier die Karte gerade gut an. Oder das wird gerade... Ah, das wird gerade von den anderen geregelt mit der Karte. Tectonic mit der mystischen Kylo.
Tectonic hier sehr stark. Sehr starke Kills. Dämonenlied. Dämonenlied. Ja, genau. Oder jemand, die links Leute. Bolo ist hier raus. Wir haben hier noch Marshy. Fast gehabt. Hardpoint gut in der Gewalt von Tribe. Tribe zeigt hier wirklich, was sie drauf haben. Mit dem Purifier, mit dem Goldenen, Leute. Leute. Schönes Gameplay sehen wir hier. Erst recht von Seiten von Tribe. Tribe hat ja letztes Jahr und auch schon vorletztes Jahr bewiesen, was sie drauf haben. Und haben es auch dieses Jahr wieder in die Finals geschafft. Wer weiß, vielleicht gewinnen sie nochmal. Dann hätten sie 2 Jahre in Folge gewonnen. Das wäre schon krass. Aber das Ganze wird sich zeigen. Es bleibt spannend. Marshy holt hier die Predator-Rakete. Setzt sie aber wohl doch nicht ein. Killer-Drohne ist raus. Und Marshy wurde hier geholt. Jen hat ihn hier schön rauspulverisiert, Leute. Jess bleibt hier ein bisschen defensiv, aber geht jetzt auch langsam ein bisschen in die Action. Hardpoint ist jetzt aktuell umkämpft, jetzt wieder leer. Und Tribe Gaming führt mit 107:48 vor Q9. Tribe macht hier einen Punkt nach dem anderen, lässt sich hier auch nicht unterkriegen. Leute, was ist das, was ich mir hier anschaue, Leute? Was ist das? Das ist bisher eins der stärksten Gameplays von den Finals. Also, Leute, nichts für ungut, nichts gegen Q9, aber daran sieht man einfach, dass man sich mit Tribe Gaming nicht anlegen sollte. Die Typen sind auf einem Level, das ist nicht mehr normal. Leute. Ja, Tectonic hier schon direkt in der Nähe vom nächsten Hardpoint. Er wartet nur ab, bis es losgeht. Und der Hardpoint startet in 5 Sekunden. Vage ist schon drin, hat ja auch sein Trophy-System geplaced. Ein Kill schon rausgeholt. Hardpoint ist wieder in der Gewalt von Tribe Gaming, Leute. 134:58. Ich denke mal nicht, dass Q9 das noch aufholen wird. Das wird sehr schwer, wenn sie es überhaupt schaffen. Ja, das schon, aber Tribe ist... Ja, Tribe hat gewonnen. Tribe, ich sag's dir, Tribe zieht durch. Tribe hat für mich jetzt schon gewonnen. So wie die spielen, kommt Q9 nicht in diesen Hardpoint rein. Kurzer Wechsel für den Hardpoint. Vage holt hier trotz Flashbang schönen Kill. Okay. Nilo ist ein bisschen stronger, aber Hardpoint ist wieder in der Gewalt von Tribe Gaming gewesen. Aktuell haben wir noch knapp 100 Punkte bzw. 95 Punkte Unterschied. Tribe wartet aber schon im neuen Hardpoint und macht hier wieder einen Punkt nach dem anderen. Punktedifferenz liegt jetzt bei über 100 Punkten Unterschied. Tectonic macht hier wirklich einen Kill nach dem anderen. Er verwandelt jede einzelne Chance, die er hat, und nutzt sie auch. Tectonic auch aktuell 16 Kills, aber der MVP ist eindeutig Jazz mit 24 Kills, Leute. Das ist wirklich ein sehr schönes Gameplay, was wir hier sehen. Die Elite der Elite gegen die Elite der Elite, Leute. Tang setzt sich hier aber auch gut durch, Leute. Das muss man sagen. Tang zeigt hier, was er geübt hat und gelernt hat und was er drauf hat. Sehr, sehr gutes Gameplay. Jen holt hier auch einen guten raus. Nö. Da bist du nicht alleine. Ja, Leute, hier haben wir noch mal Tang. Und wir werden sehen, wie es hier gleich läuft. Tribe aktuell bei fast 200 Punkten.
Das ist schon mal ein großer Unterschied zu den anderen, Leute. Alter. Leute, Q9. Gameplay, Leute. Gameplay. Also Leute, man muss sagen, Q9 versucht wirklich alles, den Hardpoint für sich zu behaupten. Aber Tribe ist ihnen einfach dauerhaft einen Schritt voraus. Rechnet mit vielem und weiß halt genau, was sie vorhaben. Da seht ihr es, Leute. Jazz reagiert in Sekundenschnelle. Und es steht 217 zu 122. Hier sehen wir nochmal die Karte. Ja, Q9 wartet schon mit ihrem gesamten Clan im Hardpoint. Das könnte das Blatt jetzt wenden. Ja, das sieht jetzt wiederum ein bisschen schlecht aus für Tribe. Q9 verteidigt hier wirklich sehr stark. Ist jetzt auch im Hardpoint. Hardpoint ist aktiv. Und sie machen Punkte. Das könnte jetzt nochmal alles ändern. Aber Tribe rückt weiter vor. Tribe ist im Hardpoint. Und macht hier einen Punkt nach dem anderen. Leute, 235 zu 129. Jetzt muss wirklich ein Wunder geschehen, damit Q9 nicht verliert. 243 zu 129. Es müsste ein Wunder gewinnen, damit Tribe verliert. So, Leute, 250 Punkte sind erreicht. Tribe holt hier den ersten Sieg für sich. Leute, sehr, sehr gutes Gameplay. Sehr gutes Team, muss man sagen. Die Spieler waren auch echt sehr krass drauf, Leute. Hier sehen wir es nochmal. Tribe hat hier eine KD-Maximum von 31 zu 20. Während wir bei Q9 hier bei einem Maximum von 24 zu 17 sind. Das sind natürlich große Unterschiede. Und irgendwer hat sich gerade mit Tribe Jazz angefreundet. Hat ihm eine Freundschaftsanfrage geschickt und die wurde angenommen. Ja, Leute. Das ist natürlich auch witzig. Aber damit steht es jetzt erstmal 1 zu 0 für Tribe Gaming, Leute. Hier sehen wir es auch nochmal. Tribe Gaming Win. Und wir sehen dann gleich auch die nächste Runde. Composition. They have different SMGs, they got the Krig 6, they have the CBR, but for Q9, they all ran 4 people, Krig 6 and 1 CBR. Maybe that is the biggest difference as to why Tribe kept on winning those close range engagements. Now, coming into this, I did expect Tribe to win map 1. We talked about they're a hardpoint team, Q9's an S&D team. Ja, Leute, hier sehen wir es nochmal. Als nächstes upcoming ist Firing Range mit Search and Destroy Map Nummer 2, Tribe Gaming vs. Q9 Club. But if Tribe's got the ability to beat Q9 in S&D, then I think they can beat just about anybody. So I'm not expecting Q9 to lay down right here. I think they're definitely going to step their game up. It should be a very, very interesting firing range, especially with the sniper dominance that we've seen for a lot of these Chinese players. I think the question is it going to be as close as we think it is, or is it going to be really far away, kind of like what we saw in that hard point matchup? So really excited to see it, because as we keep hyping up Q9, really good at S&D, really, I don't know, disciplined when it comes to the gameplay. And for sure, they're one of the teams like, okay, we're going to be losing that hard point, but we already saw that a while ago from Wolves, where they did lose that up against Strut. Now let's see if it's going to be the same story here, where the Chinese team struggling at the hard point, but great at the S&Ds. Yeah, the one thing that I would say characterizes the Chinese search and destroy is aggression. You will never see people fly across the map with as much confidence as these guys do. It'll be interesting to see the clash of the play styles, because North America has definitely been known to have a much more passive play style, and obviously that helped them to excel on that map 1, but when it comes to the search and destroy, especially if you're confident heading into it, that can play a huge role, and if you can catch the opposing team off guard, get you out to a big lead early on. Let's see. Offensive, defensive side. We already saw some of the teams kind of just struggling when it comes to the offense. We saw that a while ago in Godlike versus Mayhem, where they just struggled for the offense. But coming in for Q9 though, especially in their last tournament, that's going to be CDFI, where they had a flawless run in Search and Destroy, almost at least. They had one little mashup against Almighty, but
taking a look at what we have for a team like Tribe, where they're definitely a little bit up and down when it comes to their S&D matches, but a very well-balanced team. I mean, I cannot complain at all when it comes to this team because they deliver every single time on every single game mode. Absolutely. Looking at some of our other matchups right now, we've got other North American teams in action. Luminosity, the number 2 team coming out of North America. They currently sit up 2-0 over Nova with an opportunity right here as they take the first round of the control as well. You guys can check that out on the other streams. We also have Scars and Influence Kemin going at it right now with Scars in the lead early on. That was a team that had a very big question mark coming into this because nobody really knows what to expect out of them, but looks like they're delivering. We'll see if Q9 can do just that. But forgetting to pick up the bomb off the start, not a great start. You know what, we're not going to talk about that. We didn't see that one at all, but again, very passive. This is very surprising to me because like what we said before is that Q9, they're usually very aggressive off the rip, and now, let's see it. But then gun carrier, that's going to be really hard as Bay gets that first blood, as Dam goes down. Not just that, the bomb is going to be going down as well, and now 1v1s are happening all across the board, and Marshy wins one of them. That's a huge trade right there. Island's going to drop as well. Bolu pulling out the snipe, and I mean, off the start, Tribe not losing any confidence after that map number 1. We did see a fairly aggressive push into some unusual angles, and to be honest, from what I've seen of the Chinese teams, they don't play a ton of firing range search and destroy, and it's showing right now. Bolu with the nade, Vague with another. Round number 1 looking a little bit lopsided right there. God, nades all across the board. We saw Bolu cooking out that beautiful nade, and that was just fantastic timing on his end. Really good confidence for this team, but Q9 still not over. It's only round number 1, so there's still a lot to show for. As we slow things down yet again, it's really uncharacteristic of Q9 to be so passive off of the really good start. Yeah, I mean, they had solid map control. We had Island pushed all the way up into trailer, and to be honest, the weirdest thing is that Tribe didn't have anybody in trailer, but they were able to bait them into that aggression and catching them off guard because naturally Q9's going to expect somebody to be there. Jez is going to do exactly that. He finds one before getting traded out, and that's where you see that aggression come to play, but Bolu counters once again. Sniper in hand. He's got 3 on the board already. Uling going to be forced to unchell, and we haven't really seen the snipes have much of an impact for Q9 so far. Obviously, Uling going to be another one of those players that you got to watch. Tang going to play the backside of the bomb site. Bolu not able to find the timing over top of the bomb head glitch, and now it's a little bit of a waiting game, but Uling going to get dropped right there. It's all down to Tang, and he's just hoping the timing goes his way, but you can hear the footsteps on the inside of trailer. Going to be able to find one, but can't get the turn onto Vague, and back-to-back rounds for Tribe Gaming off the start. That was beautiful. That was a really good take, especially being very passive, knowing very well that you mentioned it before, that we already know that Tribe is going to be passive off the start, and now for Q9, it's just they're falling apart. Like what you said, there is no sniper presence whatsoever here, but as we said that, it has to be Uling stepping it up when it comes to the snipes, and not just that, the information for them. Well, right here, Jez is going to get way pushed up on the inside of trailer, and more than likely, I didn't see anybody getting information. This could cause huge issues for Q9. He said, I'm going to push all the way over the wood. Vague's going to find 2 with the Krieg in hand, and Q9 is absolutely scrambling right here, trying to stay alive, but they've only got 1 player left in Tang. They are getting completely fried by this Tribe Gaming roster, and Tang right now with an impossible task, especially with the confidence that Tribe has played with so far. You feel like the odds of a 1v4 pretty astronomically low. This is a lopsided 3 rounds so far, and we did not expect this at all, but Tang is going to be bunched up in the corner. He's going to be pinched right now, 2 players on each side. Now, what can you do? I mean, all you need to do is challenge, check your corners right, but then it's going to be very hard, as we like to see that Tribe has this passive nature. I like this discipline coming in from this team because they're not pushing whatsoever. They don't have to. They're at the defense. They're just waiting for the plan. Yeah, right now he's just playing the waiting game. There's 2 players waiting for him on this bomb site. Vague probably heard the slide right here. He's going to see the feet. Able to take down 1.
smoke gonna go down. I don't think he realizes that Tectonic's on the backside. He definitely does not, and he's gonna get pinched right here. There's no real chance. I don't know how Tech hasn't taken him down yet, but it's only a matter of time, it seems, at this point. They're closing in from the backside. Tech's gonna pick up the kill right there. And now 3-0. I was hoping for a 5-game series, but with the way this one's gone so far, it doesn't feel like the odds are super high. The timing of that, when he barely saw Marshy, didn't see him, unfortunately. He could have won that gunfight easily, rated down to a 2v1, but again, it's just really hard in that high-pressure situation that Q9 is really put in right now. 3-0 here at round number 4. Let's see what difference they can go and do. Again, forgetting to get the bomb. It looks like they don't want to pick it up at all. We've seen this already before, where they just trying to go in guns out. Yeah, I just don't know what's happening. I mean, and they're getting gunned by SMG's cross map when they've got snipers. It looks like they're not agreeing to the GA anymore, because D-Chen's going to pull out the SKS as well. They're pulling out everything they possibly can to try to get the win right here, but talked a lot about their aggression in S&D. Tribe is matching them, if not exceeding them in that category right now. And man, oh man, these Q9 players struggling to find kills. Speaking of struggling, Dam and Island having 0 kills, and we're already here at round number 4, just struggling to get that. And Oling with the 2, very unlike him. And now if you look at the other side, Big having that 6, that is just great. Jazz gets 1 more. Plan is going to be going down, but Dam, signs of life for him and his team. 2v1 situation where he's in a really good spot to try and spot 2 of those players. Information gets 1. Knows very well this is the next one's over there. Marshy goes down. 1v1 situation. There you go. Doesn't win it. Just wins those. And now another round going in for Tribe Gaming. Huge opportunity to swing the momentum right there. And once again, Tribe shuts it down. Jez clutching up in the 1v1 to end that one out. And man, oh man. 7-0 in S&D over Q9 would be like one of the most shocking things that we see this weekend. So I anticipate at some point, maybe it'll be when we flip sides, whatever it is. At some point, Q9's got to bounce back, surely, right? Oh, Dam's just like, he's just standing over there. He reconnected. I feel like there's some issues when it comes to the connection of some of these players, but Tang punches him out, knocks him out, and Bolu goes down. And now they're spread out all across the map, all of these players, and now it's going to be a 1v1 situation for all across the bombs. But then here we go. It's going to be a 3v2 favoring Q9. It looks like maybe Q9 has flipped a switch right here. The bomb's down over on the A site. D-Chen looking to pinch right here. He's going to have a Jez to deal with. That's big information. That's a free kill, and now all down to Tectonic. We've seen him do some crazy things, but trying to 1v3 with this little time to work with just doesn't seem super doable. So he's going to be able to find one onto D-Chen right there. Pushes down. He's got time to work with, but that's 2 nasty head glitches that he's got to deal with right there. Damn, shuts him down. 7-0 no longer in play, and some signs of life out of Q9. That was a good round from Q9. What they did was they isolated the players of Tribe and did multiple 1v1s all across the map, and maybe that's something that they need to utilize, because so far they've been met with such great force, brute force coming in from Tribe Gaming. And not just that, it's the matter of fact that the snipers of Tribe is just a little bit too overwhelming, and the nades, the god nades, the amount of nades that we saw today from Tribe, definitely really impressive to shut down Q9. Well, Q9 gonna switch things up, go for a B push right here. He's still got a Tectonic in the backside they gotta deal with, but that's just a trophy. Tech's gonna drop right there, and now the aggression's starting to pay off. Tribe not sure how to counter right here. We see the Q9 man advantage go through, but D-Chen's gonna drop, and it's gonna be a 3v3 with the bomb down right here. Uling finally finds a big snipe on Marshy right there, but just like that, Bolu fires back. 2v2, 30 seconds remaining. That trophy gonna disappear. Jez trying to get some information with the nade, but he doesn't read Uling around the corner, and now it's down to a 1v1. Bolu versus Uling. A huge swing round potentially right there. Bolu hoping to bait him in, but he's not gonna peek around quite yet. Uling playing the waiting game. Will the timing go his way? It definitely does. Bolu goes big for Tribe Gaming. And the ball back in their court. 5-1 is the lead.
Bolu was such a key player in that matchup, and he almost got away with one more kill a while ago. But hey, Tang actually almost got that kill off of him as well, but the timing, obviously with COD timing, he was right in the back. And then when they went in there for the take, he had the boxing gloves out, but then obviously wasn't able to pull out his gun on time. And now we get to see it. Another take coming in from Tribe as we see finally the switcheroo. Bolu is no stranger to these big moments. The winningest player in probably in COD Mobile history. If you look at overall tournament titles, he goes big for his team. And off the start, Q9 going to find the advantage again. Uling's able to drop Bolu, and that's a huge factor to take out of the equation. Now Marshy and Tectonic going to be left all alone right here. And they're kind of isolated in the back of the map. They have no information right now. Tech going to make an audio cue, and you'd have to guess Island's probably going to be able to sniff him out right here. He's going to find one on Demarshy, and just like that, 1v4 once again. Tectonic, he's a great player, but to try to 1v4 in this situation, not going to seem super doable. And Tang drops things down right there. Q9 still alive, but once again, a lot of work to do. Looks like the defense is working out for them just a little bit. Looking like they're more of a defensive team this time around. And now for Tribe, needs to find a way to answer back. And now it looks like aggression going into Alpha as well as they stack it. But for Q9, they're actually gonna be flowing through into mid, all the way into trailer. This is very unusual. Tribe sends everybody A, Q9 sends nobody. Multiple players flood through mid right there. And if we can take a look at the minimap, it might give us a little bit of a better idea. A couple players set up for the flank, couple making their way on into trailer, and just like that, Uling finds the opener onto Marshy. Set up on the inside, gonna be able to find one. Uling finds Vague right there. The angles are too clean. And right now, Tribe's got no map control. Dam's gonna find another one right there. Tribe struggling to find these Q9 players. Dechen and Dam shut it down. And definitely looking like the defensive side is the one to be favored in this matchup. What a round for both of these teams. Tribe went in there very aggressively going into Alpha, not clearing out any other space but that site. And now for Q9, was able to spread all of their players out, having sites in American, mid, and also in Bathroom where they won a lot of their gunfights. And now looking like it's going to be a similar situation here. You can start to hear the confidence building for those Q9 players. They're very content to send nobody on over to A. Not only does that mean they don't have to give up lives, but it baits out so much utility out of Tribe as well. And you got to think whenever it comes to the retake, that puts them in such a rough spot. Obviously, the trophy's down, but Q9's ready for it. They're just content to go for the 5-man retake every single time. They feel that good about their map control, and right now, get Tribe pushed a little bit further back. They got players on the inside of Bathrooms, and Marshy's going to find a big opener. Tech drops another there as well. They got to apply all this pressure from the backside toward American, and Vague peeking over top. He doesn't miss a bullet. Uling, the last one left. He's going to miss a couple shots, does manage to connect, but a 1v5 up against 19 seconds on the clock just doesn't seem to be in the cards for him. Tribe wins another round. They are 1 round away from closing out this second map. 1 round away from making it a 2-0, and that was a beautiful response from a flank from Q9. Now for Tribe, that is going to be a really good start because it was looking kind of shaky when it comes to the attacking side, but they finally knew that Q9 is probably going to give it away for a retake. And now that's going to be really big for Tribe, and now closing it out is probably going to be very difficult, but for a team like Tribe, it's going to be easy. Feel like Q9 got a little bit predictable. Tribe knows you're going to give them a completely free A bomb site. You know, to leave players back there on the flank to at least maintain some semblance of map control. And now Q9 is going to have to reevaluate if they want to continue to give up that A site for free. Doesn't really seem like a viable option with the way that Tribe was able to play that one. And we do see some more players going on over toward that A site. Actually a pretty heavy defense, and Tribe knows it's going to happen. They're like, all right, we'll bait out an aggressive defense out of you, but Uling's going to find the opener onto Marshy. Look at this aggression coming in from Q9, but there's going to be a lot of trades coming through as a 3v3 situation is going to ensue here in Alpha. And now the one player coming in from Q9, that's going to be Island in Bravo, finally goes in for the reposition. And that allows Tribe to go in there for that A site. But that's going to be good because they need to slow things down just a little bit because they got a little bit too aggressive into the first start of this round. Now 2 players wanting to go in for the flank. That's going to be Oling, and player number 5, it's Island.
Uling gets the information right there, but the bomb's down. He's in a rough spot. He just says, I want to chow. Uling makes him pay right there. The remaining Tribe players get shut down basically simultaneously, and a very quick retake for the Q9 players. That information from the inside of trailer playing a crucial role, and right now, Tribe's got the opportunity to close it out, but it's just tough to read. Very good adjustments out of Q9 to counter over there on the A site. We'll see if they can continue to do that. That was such a good readjustment coming in from Q9, being so aggressive after being so passive in the last 2 rounds before that. And now, being passive for both of these teams, but that also allows Q9 to go into jungle, giving that information. Jazz gets one, Tan goes down, but Island gets in for the trade. And now it's just Q9 all across the board. 2v4 situation. They're gonna be backed up, but again, player number 3, that's Tectonic, it's gonna be slowing things down as the reconnect finally needs to get through, but we are gonna stop things over here. We're gonna restart it really quick. We're gonna stop this matchup as we see kind of a little bit of a trouble when it comes to the phones right now, but you know, we're just gonna wait for it. But how about for you, Bobby? What do you think is happening when it comes to Q9? Because I feel like in the last 3 rounds that we saw, 2 of them, they're being played very passively, which should not have happened in the second time around. Went very aggressive the 3rd time. I feel like they should have been doing that the entire time. I think it's a big game of chess because there's no one approach that has worked every time for either of these teams. They've thrown different looks. We've seen the aggression over on the A side. We haven't seen a ton of B looks, but that's mainly because the B looks have gotten shut down immediately. So I think if you're Tribe, you do try to slow things down. I feel like there's a pretty easy opportunity to bait Q9 in. It's just about playing the proper positions in order to actually be able to make it happen. So we'll see if maybe they can bounce back. And right now it looks like we might be hopping back into the matchup. Not 100% positive. Looking at our other matchups that are happening right now, Influence Kemen is absolutely frying Scars right now. 5-0 is the round count. Obviously, Scars taking map number 1, but they were a big question mark in this one, and especially for this to be the number 3 team coming out of LATAM. Big performance for them. The reason why Scars is such a big question mark is that they had 100% win rate all across the board in their stage 4 run, but obviously the region not being as competitive is definitely going to be a big factor. And now for Kemen, they're definitely rocking things through here in this search and destroy. 1 away to evening things up with the scoreline of Scars. And now we see that's going to be Scars yet again with the bomb going in there for the attack. As we can see, a lot of the players coming in from Influence Kemen, that's going to be really big. That really early rotation, fast rotation is really huge coming in from this team going in there for that retake. And man, the aggression once again, this time from the Latin American team. Scars absolutely picked apart there on the defense, and that first Peacekeeper that we've seen in play all day. I know that's a gun that the Japanese teams have really favored, but I'm curious to see if maybe they adapt later in the weekend, because it doesn't feel like really a viable option relative to some of the other guns that we're seeing in play. Definitely seems like it's likely played a factor here as well, and he's going to look to beam off the head glitch, but he's forced to retreat. And now the collapse coming through. Influence Kemen 7-0. That is a dominant search and destroy, and I certainly, I wouldn't say I necessarily counted them out, but I didn't expect huge things out of them on the weekend. That is a big momentum changer for them. The momentum is definitely going to be in their favor, and just trying to figure out giving that 7-0 to Scars is just absolutely massive, because going into this, they had a 22% win rate in SND. They only won it twice during their stage 4 run, and now it's so impressive to see that they absolutely dominated it against a team like Scars. But now taking a look at what we have over here, kill rounds. Look at it, it's gonna be kind of equal-ish. Maybe no, I'm trying to be positive here, okay? Yeah, I mean, Ryo's a player for Scars that completely dominated all of stage 4. He dropped like a 2-point-something KD. He comes away from that search and destroy with 3 kills on the board. Very uncharacteristic performance from him, and consistency across the board for Influence Rage. Man, they've definitely put in the work, and they came to play. The Brazilians looking very strong so far this weekend. We actually, on another matchup,
have Skade up 100 points on Almighty. So that's another very surprising score. That's on one of our other broadcasts if you guys want to check it out. But wow, it's been quite a surprising day so far. I know. 3 straight firing range matchups that we have for today, and really surprising matches and score lines that we saw. So Scars 1, Influence Kemen 1, Tribe Gaming having that upper hand as well in Q9. Still trying to figure things out when it comes to that search and destroy. And this is Group C. There's another group that you can check out if you are on YouTube watching live. That's going to be Skade versus Almighty, where, well, looking like Almighty's having a little bit of trouble here in firing range. Yep. It's been certainly unpredictable to say the least so far. So off to a great start for Stage 5. These teams have definitely not disappointed. You can tell the amount of work that each and every one of these guys has put in is paying off, and you love to see it, especially with $1.7 million on the line. Oh, that's a lot of money, a lot of pride in the line, because obviously not only are they playing for that cash money, but also the pride that comes along with winning and representing your country. This is the first LAN that we've ever had, and this sets the tone for the years to come. I'm so excited for it. Yep, it's 3 years in the making, so a lot of teams, I think, got some adjustments that need to be made, but I think even going down 0-1 off the start, it's designed to be group play for a reason. You can bounce back and show that you're stronger on other maps. I think that the map pick can play a huge role in whether or not you're able to get the wins as well. Taking a look at our map counts, Smart Omega was able to close out that win over Stamina Esports, and as somebody who picked Stamina Esports to win the group, things looking pretty dicey right here. I think Mayhem versus Omega going to be a very fun matchup to watch. Definitely. I'm looking forward to this one. Actually, out of every single one of the matches here in Group A, NYSL Mayhem versus Omega, I feel like is going to be so interesting because both of these teams kind of scrappy, but also gave us a little bit of a surprise, giving 3-0s all across the board for today. And so, again, we've been seeing so many matches. Group B, obviously, Inco, Stalwart, and Wolves getting that upper hand, where Wolves won it 3-1 up against Strut, and Team Vitality has a donut for today. And now for Group C, no one yet so far having a definite win, but for Group D, look at that. Luminosity and Nova Esports. I did not expect that to end so fast. That was really, I mean, based on how quickly that ended, I feel like that has got to be a 3-0. Not a surprising outcome. This is a Luminosity team that not a lot of people have been talking about just because of how good Tribe is, but they are incredibly well-rounded, phenomenal teamwork for them, and that's another team that I think, if they reach their full potential, could potentially be top 3. They could take the whole thing, but it's all going to come down to consistency. Ich mache mal auf. Strong start for them, though, in a pretty competitive group, especially if Skade's playing that well against Almighty. Yeah, that's what I keep saying. LATAM is a really competitive region because going into Stage 4, they had so many Game 5, so many close calls. The points were really close. So I'm not gonna count Glück für dich, wir sind noch nicht in dem Match. Wegen technischen Problemen. Nee, bei denen gibt's, glaube ich, gab's vorhin technische Probleme bei irgendeinem Spieler. Deswegen. So, da sie ja keine gescheiten 10 Euro hat oder 15 und 5 Euro, habe ich das so gemacht bei dir. Ich habe einfach das Spiel gedacht, wo man wählen kann, wie man das. Und das ist dann genau. Dankeschön. But yeah, great day so far. I feel like here in this Ich hoffe, particular ihr group, habt erst everything's Teil happening und dann very das fast. Scannen. Yeah, it's definitely been developing quickly. I'm excited to see all the Nee, stat zuerst lines once beide. we get everything Ja, erst wird der figured out kleine, right here, dann der but große und dann die it's, krassen, ja. the rookies have Das come werde to ich play. richtig That's one machen, thing that weil I ich have setze euch nie definitely Probleme. noticed here, Zur Not gibt's immer noch ein especially Tor. at Tribe Gaming, and you've got, what, Vague and Jez, both rookies, both stepping their game up in their first ever World Championships. There's a reason that even coming off of a World Championship, you decide to drop 2 players and pick up these guys instead. Obviously, you got Tectonic, who is very well respected in the North American competitive scene as well. Adding all of that together with 2 real anchor players in Marshy and Bolu, it's just tough to beat. So if we're going back to 6-3, like, if there's connectivity issues, maybe we don't feel quite as good about Q9's ability to close that gap, because if you got Tribe players disconnecting, that
changes the equation pretty significantly. Yeah, that's always the thing in our minds is that we're finally here in LAN, and let's see how well put together these teams go at the face of adversity. And now, speaking of adversity, before we actually hop into the matchup, I just want to say that Skade and Almighty that game, Skade won that hardpoint matchup, but let's take our attention to our match here, Search and Destroy, where Tribe has the upper hand. One more round for them, and they win this, bringing them into a 2-0. Yep, score is 6-3 right now, but Q9 getting aggressive on the defense right here. You got 3 Tribe players trapped on the inside of bathrooms. I don't see any way they pull this off. Obviously, Jez finds a big kill right there, but Tang gets pushed up. It's still a 1v2, but Big trying to do the impossible right here. Uling's the only one left to counter, and he's just not in a position to trade at all. He's all the way over in the inside of trailer. He's going to back up and play A. Big reads it properly, and he's going to make his way all the way over to the B site. So now an opportunity for him, maybe to get the bomb down. I don't think Uling's going to have time to make that read, and oh my gosh, a cheeky plant spot out of Vague right here to be unspottable. He's going to go ahead and reposition right here and see if Uling has the IQ to make the read. I love that plant. It's such an open plant, and now he's going to be so far away. He knows that Oling's going to be a little bit more of a long and passive player, but Oling gets that information. 1v1 as Big spots him, but then Oling spots him as well with a deagle. Oling gets that 1 kill, has enough time to go in there for the defuse as well. That was a valiant effort coming in from Babe. I understood what he was trying to do, right? Because you wouldn't expect the player to be so far away, wrapping around all the way through mid, but I feel like it was the gun. He was trying to go in for the shots. Didn't quite close it out. Updated score is now 6-4. As Vegas not going to be able to clutch up. Maybe a little bit overconfident right there. He was just stomping around the map, and Uling makes him pay. The Deagle basically a little mini SKS, so they're going to be able to capitalize. Jez finds the opener onto Dam. Vantage goes to Tribe Gaming once again. They only need 1 round to close this one out. And it looks like the aggressive A push is going to be the move for them once again. Uling on the inside of American. Not going to be able to get any information. Tank going to find 1, find 2. Can he find the third? Yes, he can! And all of a sudden, Q9 in the driver's seat. The bomb has been taken down. Jez on the backside is not going to be able to connect. Tectonic trying to find a kill right here, but it is the lone man, and Uling finds the kill. Just like that, we move into 6-5 territory, and we might have overtime on our hands. Oh my goodness. Dropping the spaghetti. Please don't do that. Now we're trying to go in there for a question. Q9, having that restart. I feel like that restarted their minds just a tiny bit. They had such an amazing run here so far. But then obviously, Tribe still has the advantage. And now again, very aggressive going in their Tribe, but then going to be going down 1 by 1 as a 3v3 situation ensues. Number 1 coming in from Q9. That's going to be Dam going in there for 1 player. Really good with the flank. Dam doesn't know how to go anywhere but forward. He is just non-stop running ahead every opportunity that he has. He's going to back up. He knows there's a couple players, but he hits the beam anyway. Marshy going to be there for the trade, but Island knows his location right here. A 2v2 as the Tribe players can be backed up into their spawn once again, and the bomb is down. That is a must retrieve, and looks like Tech's going to be in a position to pick that up. So now the decision, do you want to make the wrap back toward B or just kind of sit here and try to bait an aggressive push? But Tech's going to get spotted. I thought he saw Uling, but apparently not. It's now down to a 1v2 for Marshy. We'll see if he can do Marshy things it's not meant to be, and just like that, we're heading to OT. 3 straight rounds coming in from Q9, and that really reset their minds. That's going to be really impressive for them, and now as Tribe kind of struggles to go in there for the attack. Let's see for Q9, being aggressive, that's what they're good at, and now it seems like they're finally getting their footing. And now, speaking of aggression, going there very aggressively, that's going to be Tribe Gaming, but then stops the push. Trade after trade, Tech gets 1, but Dam getting that beautiful double. It's going to be a 4v3 situation where the bomb carrier is going to be right in mid. It's just a battle of the wall bangs. Who can land the most shots through the wall? It's going to be Q9 coming out on top in that one. The man advantage going to force Tribe back once again, and we see them taking the passive approach. Couple players looks like making the read over toward B. And we see both Tang and Island making their way through. Oh, the whole team. They're looking to hit the flank right here. We'll see whether or not Tribe's going to read it. Bolu
seems to have an inkling, but they've got a head glitch to work with, and Bolu gets torn to pieces. Vake's gonna push up. I don't think he realizes Island's pushed up into this treehouse. And they're forced back once again, but we got a player on the pinch once again. Vake trying to get out of it. It looks like he's gonna be able to make his way into trailer, but they gotta make a move right now. They have been scrambling for the last 45 seconds. Well, it's a good thing for them. Time is on their side, 50 seconds on the clock. That is a lot of time to play with, but what a beautiful counter coming from Q9. Amazing read, knowing very well that Tribe is going to be in for that Bravo rotation. And now for them, numbers advantage. But if you're going to be left with the two players, Tectonic and Vague, that is the two people that you can definitely rely on. And now 1v1 is going to ensue here in mid. That's going to be one player. Tectonic wins those. 2v1 though, as Tan finishes through. And may I remind you, it is going to be OT 6-6, but now going to be a 7-6, where Tribe had the upper hand the entire time. And it looks like Q9, they're so close, one round away from shutting down Tribe from this S&D. Just the look that Uling gave the camera, you can tell there is ice in his veins right now. Trying to pull off the comeback over Tribe Gaming to equalize the series, and that's 4 rounds in a row. Q9 making the right reads everywhere they go, and what do you know, it's D-Chen with the first blood onto Vague once again. Tribe scrambling, they're just trying to find some information somewhere, have not been able to get a read on this Q9 team ever since the reset, and right now, they're going to make the wrap back toward A, but there's not really been much sniper presence. No snipers in play for them. And you got to think that allows for Q9 to take a huge amount of map control, because you can dominate those long lanes as much as you want to. 3-1-2 split, 2 players from Q9 at both bomb sites and 1 through mid. And that's been an absolutely key place where Q9 keeps shutting people down. And now for Tectonic goes in for the pre-fire off the smoke. Doesn't quite get any information whatsoever. Oling's gonna be right there, especially with the snipe. They're taking their sweet time because obviously number is not in their advantage. And as Oling tries to go in there, that is the information that they need. Tectonic's gonna be in a bit of trouble. Tan gets 1, 2v2, no, 2v4 rather, as the bomb goes down. It's gonna be troublesome for Bone to go in there, especially with 1 down. And there you go, Q9 tries to go in there for the comeback, and Tribe drops the spaghetti and loses this search and destroy, where they could have had a comfortable win. All they needed was a reset. I mean, that tactical usage was unreal, perfectly calculated by every player on Q9. Seemed to know every angle where a Tribe player was gonna be, and that's how you bounce back. You look very, very slow off the start of the S&D, but once they flipped on over to the defensive side, Tribe did not have an answer. Well, that is definitely one for the books. I mean, a pretty unorthodox. Musst du dir die jetzt, oder was? Search and destroy, Fick but dich. again, it just took Ja, the moin. reset for Q9 to just Bundle go and oder? breathe a little bit, and that kind of went in their favor. And now for Tribe, what are you gonna do in this control? This is a swing round that we keep on saying that they need to go and perform. A 1-1 is the scoreline for today in this matchup in our alpha stream. And if you guys are at home, we're going in for different streams as well. If you're taking a look at our Ja, Leute, monthly, 1:1 4 different streams zwischen right Tribe for you. So und if this Q9 one, you can aktuell. definitely go and hop onto a next matchup. Yeah, right now, Skate and Almighty going at it. They had a reset, and it is currently tied up. So those guys very, very busy right now, but heading into our swing mode, the control, kind of a big question mark in this matchup. Obviously, we didn't expect that to be a super strong mode. Leute, hier sehen wir es. Erste Runde 250 zu 129 für Tribe und zweite Runde 8:6 für Q9. Damit der Ausgleich. Map 3, 4 und 5 kommen noch einmal. Hasan mit Control, Standoff mit Hardpoint, Slums mit Search and Destroy. And I think they've definitely got what it takes. You got to think the momentum carrying with them as well. The one big thing going to be that slaying ability that we've seen in the respawns for Tribe. Hacienda control, though, not one that I would imagine either of these teams has spent a ton of time on, and really could result in a toss-up. Sometimes we give the advantage to the defensive side, but I've seen a lot of scenarios where offense is actually even better on Hacienda. Yep, absolutely. You're 100% right. It just, when you're trying to go end a matchup, it's just way easier in the defense, but it depends on the map. When you have a huge map like Hacienda being played in control, a lot of these teams actually try to not play Hasi here because of how huge it is, and it's so hard to be on that objective. But hey,
this is a map that could favor Q9 because of how well they can do all the sniper fights. And now for Tribe, having that loss in Search and Destroy, hopefully their hopes aren't too down and just forget about that, have a memory of a goldfish and move on into winning that control. Yeah, and Tribe has looked very strong in control throughout all of Stage 4, all of the smaller tournaments that they've played in as well. They've had no issues, so they absolutely have an opportunity to get this control win. I think if they get the win, the odds of Q9 taking another hard point is just very, very low. But we've also seen their ability to flip a switch and all of a sudden dominate a map. So I think all of it is going to come down to confidence for them. They didn't look super confident through those first few rounds, but once they got on a hot streak, there was no stopping them. Alrighty. Well, as we try to move Meine lieben Freunde, der Stream wird weiterlaufen. Ich persönlich gehe jetzt allerdings ganz schnell einkaufen. Ne? Ich bin in maximal 20 Minuten wieder da, meine Freunde. Genießt das ganze Gameplay, lasst doch gerne schon mal ein Like da und folgt mir gerne auf Twitch und auf YouTube. The battle of the giants is not over yet when it comes to firing range. We keep seeing firing range all across the board for today. 6 and 6 is still going to be our scoreboard, so we're not going to remember that game a while ago from Q9 and Tribe. We're going to erase that from our memories and do another restart here. Whew, Bobby, I feel like we cast or cursed this our situation. We were like, hey, this game looking like it's going to be really fast, but nope, this is the second restart that we have here. Yeah, obviously the difference being pretty big is that whenever you're playing regular Search and Destroy, no OT, one side has 6 straight rounds on the offense and the other side then moves to offense, has 6 straight rounds. It's supposed to be varying back and forth, and obviously with how strong both of these teams looked on the defensive side, it makes sense that you would want to have that switching back and forth. So we'll see what happens, but it looks like Almighty and Skade still going at it right now, so I'm excited to see the outcome of that one, but oh, maybe it's already over. I don't know. Well, taking a look at what we had over there. No, actually, you know what? It's going to be Almighty getting that win up against Skade, where if you guys didn't know, we also had a rematch for these two teams, and now Almighty actually got the upper hand in that first matchup. But as we wait for our S&D Q9 versus Tribe Gaming, let's take a look at what we've had in the scoreline so far here. So if you missed out when we had Group A versus Group B, that was going to be a really interesting look into how we're going to start off the day, where Godlike Esports went up against NYSL Mayhem, where an unexpected 3-0 actually happened. And now for Inco Stalwart versus Team Vitality, another 3-0. Now this one's a little bit more expected, don't you think? Yeah, we expected that group was going to be pretty straightforward. It ended up being exactly that. Obviously, Struck caught us off guard in that map #1, but it takes 3 games to win a series. So we'll see if they can bounce back. I think that lower bracket matchup is actually going to be a very, very entertaining one, because not only is it an elimination matchup, but I think the two teams are very well matched as well. Oh, most definitely. And it was just like a matter of who was going to win that Omega fight versus a team, like one more really big team actually that was really surprised is Stamina, that it was a 3-0. I was kind of expecting that to be in the distance, but again, let's take a look at what we have over here. Here are the brackets that we have for today in the round #2. Group C versus Group D, and this is Group C, where Scar's having that 1 win, Influence Kemi having that 1 as well. And now for Tribe Gaming Q9, obviously that's going to be a 1-round win coming in from Tribe in that hardpoint matchup. In Q9, that's what we're trying to look now. If Q9 can secure this S&D again, or can Tribe Gaming go from under them and pull the rug? Yep, it's definitely going to be a spicy overtime, because I feel like both of these teams are like, oh, we should have had it, we should have had it. And this will be the ultimate deciding factor, because there's no momentum, and it all comes down to the Search and Destroy. Looks like Scars and Influence Kemen going back at it as well. That is the other matchup that we'll see here in Group C, and seeming to be pretty unpredictable, as Influence Kemen completely dominating the S&D. Scars looking pretty strong in the hardpoint. And it looks like we are going to be replaying that S&D as well, so potentially a different outcome. Woohoo! Here we go, restarts all across the board, but hey, another chance of winning this again, so let's take a look at that.
Mike gets 2. That's going to be really big for them. 1v2 situation. And now for Influence, Kevin, you have one more person left. That's going to be key. Going all the way around. Looking like he doesn't know that there's going to be 2 players waiting for him in that Bravo site. Oh, that's going to be really interesting. And if you are curious as to what you're watching, this is the Charlie stream right now. And as we're waiting for our Alpha stream, and there you go! We get to see one more win. Okay, hey, if you're confused, don't worry. We're going to be catching you and filling you in later on as Scars gets that 1 win. But hey, we're finally going into our matchup. S&D Q9 versus Tribe. Hey! How you doing so far, buddy? Oh, I'm doing great. I'm so confused, but I'm so excited for the matchups that we have ahead of us. We are going to be hopping into the overtime for Tribe versus Q9. This is the ultimate test because you're back and forth. There's no real type of advantage on that one side as you're constantly flipping. So we'll see if the momentum carries for Q9 or if Tribe truly was the stronger S&D team in the first place, if they can come out on top. 6-6 is going to be our scoreline, and we're going to be going into game just right now. And it's target to 2 because we did go into overtime, and now as Q9 is going to be picking up the bomb right now. Engagement being 1, Tan gets that first opening kill. Yep, right now it's going to be big for Vague to find the trade right there, and not really much defense over here on the B site, so should be free if they can take down Vague there as well. They do exactly that. And with Island way pushed up on the outside of 10 right now, he's going to be difficult to deal with. Jez is going to have to make a read right here. The bomb goes down, and Jez can't do that. Now down to Bolu and Tectonic. Long-time teammates. Tech's going to find the first one, but the rest of Q9 content to play on the inside of that B site, and gonna be tough for Tech to sniff out everybody remaining. Bolu gonna make the play toward tires. Nobody gonna peek that. Likely a sniper in hand for him, and the longer the clock goes, the more pressure mounting for Tribe Gaming. Tech's gonna try to find that first, but the CBR just not gonna have the range. Bolu gonna drop there as well. Tech doing everything that he can. But who else but Uling there with the Deagle. And right now, an opportunity for Q9 to close it out. Advantage to Q9 and up for Tribe. They tried to slow things down and try to make a pick, but unfortunately for them, the numbers too much coming in from Q9, and now we get to see it. Exchanging, Tribe getting that bomb, being on the attack, being a little bit slow, trying to go in for the information first before going in for that bomb site in A. Bomb carrier gonna be Jez. No information whatsoever yet, but Vague gets that first opening pick. Not only that, Marshy as well. Back and forth coming in from Tribe, and looks like they're having an advantage here. A 5v3 situation so early on. So interesting that in the entirety of this series, the defensive team has dominated the entire time, and now off the start of overtime, both offensive teams winning. Uling waiting back here, you get some information, a nade connects. Flashbang. The flashbang gonna go over as well. Not sure if he was able to, but Marshy able to take down Tang. Trades left and right. Uling, sniper in hand. The bomb is down. Trophy's gonna disappear, but he's still got 3 Tribe Gaming players to deal with. Looked like he had the shot lined up, but just didn't take it, and we've got some more free COD Mobile for you. Yeah, that was actually a really good play coming in from Q9, waiting for that particular stun to go and pop, but then unfortunately the timing was just not it. Tang went in there before it actually went in for the pop, and now we get to see a 1-1. Race to 3 is the scoreline. Again, OT ensuing. This is the longest search and destroy game that we've actually had so far in this day. And now it looks like they're trying to go in very passively yet again, as Dam goes in there for the wall bang. As they really quite get any information. Tribe's gonna make the read right here. It is not gonna be easy at all to make your way into this B site. And I mean, right now with the head glitches you gotta go through, you gotta wonder, is it worth it for Q9 to make this push? Obviously, trying to hit the bank shot, but there's Trophy there, wasn't gonna connect anyways. And the longer you wait, the more opportunity you give Tribe to put on a pinch right here. It looks like they're content to sit back and play things passive. You got Bolu still holding down that A site for as long as he can. And potentially a big gunfight over there, as it looks like Q9 gonna go ahead and make the wrap back. If Bolu can find the snipe right here, could be huge, and he does just that. Island's gonna drop. And now on the offensive side, Q9 not looking quite as confident. Q9 took too long to go in there for the rotate.
Player number 1 coming in from Tribe. That's going to be Jez going there for the backhand, the backstab. Going to be met by 2 players. Oling turns around, gets him down. As Bolu tries to go in for another pick. Doesn't really quite get any. And now they're going to be on even playing field right now with Bolu still having a really good sightline going in for the defense for Alpha. And now the bomb is going to be going ticking down to 30 seconds. We need to see some movement coming in from Tribe. And speaking of movement, Bolu gets 1. Essentially, can finally get that second. He's still alive. Ooh, Tang with the hop up right there, able to take down Bolu. And now 2 Q9 players left to deal with Tectonic. 15 seconds doesn't look doable. All you got to do is play your life right here. Tang's going to go ahead and back up. And that should be another round going through for Q9. Back and forth, keep in mind, COD Mobile S&D rules, you can go to 20 rounds of overtime. So we may have a lot of gameplay ahead of us. I mean, if it was the 2 teams that we thought that was going to go to overtime, it was going to be this one right here. But honestly, I thought Q9 might have had an advantage a little bit, but looks like they're struggling just a tiny bit going up against the team like Tribe. And now we're going in there again. We're switching it up where Tribe has a hold of the bomb. And now the story of the game is, if you have the bomb, you're going to be having an easier time on the attack. Kind of like a situation that we saw a while ago, which was the opposite. Defending side was actually easier. And now let's see, very passive from both of these teams. And once again, Q9 throwing that look where they have no information over on A outside of Tang. So Leute, da bin ich wieder. Ich war kurz einkaufen. Bin jetzt um einiges an Geld leichter. Oh Leute, kurz ein bisschen gesprintet. Aber da bin ich wieder. Wir sind immer noch im Match. Tribe versus Q9. Aktuell 1:2, aber das wisst ihr ja, ihr habt es gesehen. Q9 muss jetzt gucken, ob sie doch noch gewinnen. Damn hat hier absolute Spitzenklasse abgebracht. Und diffused hier direkt. Damit haben wir ein 3:1 für Q9. Q9 gewinnt dieses Match. Absolut stark. Wow. Hätte ich nicht gedacht, Leute. Aber der Q9 Club hat gewonnen. So. Ja, Leute, wir sind jetzt schon seit 2,5 Stunden live. Ich denke, ich mache die 3 Stunden noch. Und mal schauen, Leute. Vielleicht ziehe ich es auch wirklich bis um 9 durch. Wir werden es sehen. Aber Leute, ich glaube, ich weiß, was ich mache. Ah, nee, das mache ich später, Leute. Das mache ich später mit Codes einlösen. Habe jetzt gerade wenig Motivation zu, Leute. Egal. Aktuell 1:1. Tribe Gaming vs. Q9 Club. Hier sehen wir auch nochmal die Match-Details. Tribe Marshy hat hier einen Score von 433, 4 Kills, 0 Plants, 0 Diffuses, während Q9 Gnulu einen Score von 663 hat, 6 Kills, 0 Plants und 0 Diffuses. Hier sehen wir es aktuell 1:1 Tribe Gaming vs. Q9 Club. Als nächstes Hassendia mit Control. So Leute, wir haben hier einmal Bravo Stream mit mit Stroud versus Team Vitality. Team Vitality führt hier mit 158:110. Kein großer Unterschied, aber der Unterschied könnte entscheiden. Man wird sehen, es gibt bis 52. Da kann sich alles noch ändern. Ja. So Leute, wir sehen hier ein relativ gutes Gameplay. In 8 Sekunden endet auch der aktuelle Hardpoint und der neue beginnt dann.
Und Team Vitality führt hier immer noch mit 167 zu 111. Der neue Hardpoint beginnt in 3 Sekunden. Und das Team Stroud sollte jetzt langsam gucken, dass sie den mal für sich behaupten, um hier noch Punkte zu machen. Aber das sieht gerade sehr schlecht aus. Team Vitality verteidigt hier jede einzelne Flanke. Wir werden es sehen. Leute, Team Vitality ist hier mit der Nase weit, weit vorne. Stroud kommt hier kaum durch. Dann sehen wir noch Sams. Sams sollten die meisten von euch eigentlich noch kennen aus dem letzten Stream. Der liefert hier auch wieder ab, Leute. Man sieht hier Spieler, die wirklich auf einem Level spielen, das unmenschlich ist. Aber das war's auch für Sams. Steht 114 zu 206. Team Stroud holt hier langsam auf. Stück für Stück kämpfen sie sich vor Richtung 206 Punkte und drüber hinaus. Boot ist hier raus, wurde von Sams geholt. Hier sehen wir Mojoto. Mojoto hat ja in den letzten Lives, die ich gestreamt habe, wirklich abgeliefert ohne Ende, aber jetzt sieht es wohl nicht so gut aus für ihn. Ja, das war's für Boot. Und Aether ist ebenfalls raus. Sams hat ihn hier erwischt. Hardpoint weiterhin in der Gewalt von Team Vitality. Und Argon ist hier raus. Schade. Und der Hardpoint ist wieder in der Gewalt von Stroud. Und Stroud verteidigt hier auch mit allem, was sie haben, um aufzuholen. Aktuell 136 zu 229 Leute. Ja, moin. Killerdrohne ist hier auf dem Weg. Oh, Aether hat hier einen schönen Kill geholt. Als ob er es gerochen hätte, aber dagegen kommt er nicht an. Schade, schade, Random hat ihn rausgekriegt. Mojoto wurde hier von Argus geholt. Weißt du, was mies ist? Stroud hat einen von einem Stand geschätzt. Das muss man einmal auf, der eine schätzt sich dran, Digga. Ja, klar. Argon raus. Yoko ist hier oben relativ gut unterwegs. Relativ sichere Position. Kriegt hier aber nicht Resmo. Hier sehen wir noch an der Seite. Soaker wurde hier aber gerade rausgeholt. Aether hat hier aber auch den nächsten schon. Sauberes Gameplay, Leute. Sehr, sehr schön. 2 echt starke Teams. So, Leute, wir sind aktuell bei 185 zu 240. Entschuldigt die WhatsApp, die da gerade kam. Aber Leute, so wie es aktuell aussieht, wird Vitality gewinnen. Ja, Leute, Vitality hat gewonnen. Vitality 250 zu 185 holt hier den Sieg in Hardpoint. Und hier sehen wir es. Wolves, Inko, Stalwart und Team Vitality rücken vor. Team Vitality geht weiter in die Lower Qualifier und im Upper Qualifier haben wir aktuell Wolves und Inko. Könnte sehr interessant werden. Group B wird auf jeden Fall sehr starke Teams hervorbringen. Wir werden sehen, welches Team sich hier dominieren kann und heraussticht. It felt like a must-win for them and definitely a big win for the Indian region in general. Obviously, godlike with a little bit of a disappointing start up against NYSL as well. But we got another very high-octane matchup. It's going to be ja, Leute, kurzer Anruf, tut mir leid. Den musste ich aber jetzt ablehnen.
Warte. Incendio, not been sniping for all that long, but he has had a huge impact for Almighty since he started. Now he looks so comfortable when it comes to that sniper. The right tech definitely his best friend right now, and it looks like 4 players of Almighty is actually very. Ja, Leute, wir sind hier auch gerade in der Runde zwischen die Teams sind Skate und AMT. Kenne ich beide nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber sieht mir relativ interessant aus. Aktuell 5:3. Team Skate liegt hier mit der Nase vorne. Bombe ist auch platziert. Aber Heaven kennen wir noch aus Team AMT. Aber er schafft es hier nicht zu diffusen. 6:3. Wir sind wieder zurück bei Tribe Gaming und dem Q9 Club, um zu sehen, welches der Teams das bessere ist. Aktuell 1:1, das seht ihr auch auf dem Bildschirm, auf dem großen. Hier seht ihr es auch nochmal. Als nächstes kommt Hassendia mit Control, danach Standoff mit Hardpoint und danach als letztes Slums mit Search and Destroy. Zur Erinnerung, gebannt wurden von Team Q9 Club Takeoff und der Annihilator und von Team Tribe Gaming Summit und der Sparrow aka Sperber. Is going to be nearly as familiar with, but the fact that it's Hacienda control kind of equalizes a little bit. Yeah, that is the mode that is kind of a big question mark, because if we're going in through Slum, Search and Destroy, if it does reach map number 5, I feel like Q9 has a little bit of an upper hand, but obviously when it comes to the hard point, it was no question whatsoever the Tribe just absolutely sent them home. And now it's going to be in Standoff, though, which is going to be a very interesting map to play on. But we do have a guaranteed game number 4 as Q9 just very closely won that S&D in firing range. And now we're finally going in through Hacienda, where it's going to be really close because, again, control matchup, we're not quite sure. I feel like Tribe has a little bit of an upper hand, but the fact that the map is going to be Hacienda, that brings it a little bit more of mystery. Well, you can see the Q9 team strategizing right Leute, das nächste Match beginnt gleich. Und zwar Tribe Gaming versus der Q9 Club Hassendia mit Control, meine Freunde. We'll see who has that advantage off the start, but with the experience that we've seen from Tribe when it comes to the respawns, you got to think, even if they are on the offensive side, which they are not. Und wir sehen Jazz mit den Prizefighters wechselt auf die CBR4. Wir sind das gesamte Team von Q9 hier auf der einen Seite, während Tribe sie langsam versucht einzuengen. Der erste Q9er ist raus, der zweite Q9er ist raus. Und B wird hier langsam eingenommen von Q9. Q9 Tang holt sich hier auch einen schönen Kill, wird aber von hinten von Bolu rausgeholt. Und Island wird hier von Bolu ebenfalls geholt. Bolu aber wiederum von Damn. Das ist gerade ein ständiges Hin und Her, aber Bolu zeigt hier wirklich, was er drauf hat. Bolu aktuell auch mit 2 Kills. Einer der besten aus Team Tribe. Wir haben hier 2 aus Team Tribe mit 0 Kills. Einen mit 3 und das ist Jazz, gefolgt von Bolu mit 2 und Tectonic mit 1. Marshy hat auch hier seinen ersten Kill gerade gemacht. Im Team Q9 haben wir hier die maximale Killanzahl von 2. Bei Gnilo, Ochen, Tang und Damn Island weiterhin bei 0 Kills. Marshy holt hier den ersten dritten Kill für sich, Jazz ebenfalls, genauso auch Bolu. Bolu fast down, so wie man sieht. Wir sind hier bei Veg. Veg aktuell 2 Kills. Nicht schlecht, nicht schlecht. 2 wirklich sehr, sehr starke Teams hier auch wieder. Ja. Tang was in a very cheeky corner where he actually could have spawn trapped some players coming in from Tribe, and now the cleanup pushes through. Patience. Und Leute, weiterhin keine Punkteunterschiede. 16 Sekunden weiterhin auf der Uhr. Die Zeit ist gestoppt, da nämlich beide Punkte gerade von Q9 eingenommen werden. Tribe wird jetzt mit aller Macht versuchen. Wir sehen es bei B. Bei B haben sie es versucht, wurden aber zurückgeschlagen, gehen aber direkt nochmal rein. Vage ist schon bei B auch vor Ort. Schafft es ja aber nicht, den Kill zu holen. Dankeschön, Phantom Pro 95 für deinen Follow. Und wir haben noch 16 Sekunden Stand auf der Uhr. Jazz verkriecht sich hier in der Ecke. Und holt einen schönen Kill. Schönes Ding. Damit ist B beinahe in der Gewalt von Tribe.
Und Leute, wir werden sehen, welches Team sich jetzt den ersten Punkt holt. Die Uhr läuft, 1 Minute sind es noch zu spielen. Und Q9 und Tribe fighten sich hier gerade um Point B. Damn holt hier einen schönen Kill. Und Tribe schafft es hier nicht gegen Damn. Damn hat hier 3 hintereinander Triple Kill damit für sich geholt. Der Point gehört Q9. Objective B lost 1:0 für Q9. And unfortunately for Tribe, there you go. First big opener for Q9. Und wir starten in die nächste Runde. Aktuell immer noch 0:1 für Q9, Leute. Damn oberhalb kontrolliert hier ein bisschen die Mitte, so wie es aussieht. Hatte Vermutungen, sieht aber niemanden. Und der Point wird hier aber auch gut bewacht von Q9. Q9 rechnet hier wirklich mit allem. Hat jeden einzelnen Winkel im Blick. Geht auch wieder rein in den Point. Und Damn ist raus. Tang hier an der Ecke. Keine schlechte Position. Könnte ihm aber das Genick brechen, wenn einer von rechts kommt. Damn geht in die obere Etage. Hat hier aber direkt auch jetzt hier einen neben sich. Ja, schafft's nicht. Schade. Ginulu ist hier auf dem Weg in den Point, hat hier jemanden geflasht und er schafft's und holt Marshy raus. Sauber, Leute. Ja, 20% Akku kicken. Sprich, ihr wisst, der Stream wird nicht mehr lange gehen, meine Freunde. Und ein schöner Kill von Jazz. Q9 Tang wurde hier von ihm geholt. Chen wurde von Marshy geholt. Hier haben wir noch Damn. Damn. Oh, schön. Holt hier Jazz und Vage raus. Wird aber von Bolu direkt danach rausgeholt, meine Freunde. Und wir warten hier auf weitere Aktionen. Tang. Ah, ganz knappes Ding. Hat hier gegen Bolu leider nicht gewonnen. Damn holt hier aber wiederum Bolu. Es ist ein sauberes Hin und Her. Tectonic wurde hier jetzt auch mal rausgeholt. Lange nicht gesehen, dass er rausgeholt wurde. Ich glaube, der hat diese Runde sehr selten den Tod eingesteckt. Und damn. Hey, was geht denn jetzt los, ey? 2:0 für Q9, Leute. Oder? War es Q9? Leute, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich bin mir gerade ehrlich nicht sicher. Ja, Leute, Q9 hat hier das 2:0 gemacht. Und ich höre hier gerade was neben mir. Ich werde geradet. Ah, Leute. Ich würde mal sagen... Leute, ich wurde schön geradet. Dankeschön an der Stelle. Ja, aber besser als nichts. Dankeschön an der Stelle. Und Tang holt hier einen schönen Kill. Damn wurde geholt. Leute, es ist ein Hin und Her. Aktuell aber 2:0. Tribe muss jetzt zeigen, was sie gelernt haben und was sie drauf haben. Aber Q9 ist ihnen nun mal leider eine Nasenlänge voraus. Das könnte interessant enden. Marshy hier mit dem Purifier unterwegs. Schafft's. Ah, er schafft einen noch zu holen. Wenigstens etwas. Aber das sieht bisher nicht so gut aus für Tribe. Tribe sollte jetzt wirklich langsam hinmachen und A und B für sich behaupten. Ne? B wird gerade zurückerobert von Tribe. So wie es aussieht. Ja, Tribe holt sich B. B ist wieder in der Gewalt von Tribe. Jetzt fehlt nur noch A. Oh, oh. Vage ist raus. Ah, schade, Leute. Es fehlt nur noch A. 30 Sekunden auf der Uhr. Island hier oben. Bisher, so wie es aussieht, relativ alleine, außer mit der 3. Da hätten wir wiederum Tectonic. Tectonic geht runter zu A. Und wir warten immer noch auf eine Aktion von Tribe. 15 Sekunden. Oh, Dankeschön. 15 Sekunden auf der Uhr. Aktuell auch pausiert. Es bleibt spannend.
A wurde hier fast eingenommen von Q9. 8 Sekunden sind noch auf der Uhr. 5, 4, 3, 2, 1 und die Uhr ist durch. In letzter Sekunde kurz pausiert, aber die Runde ist vorbei, Leute. Damit haben wir das 1:2 für Tribe Gaming. Tribe Gaming hat hier um einen Punkt aufgeholt, meine Freunde. Sehr, sehr stark. Jetzt kommt es drauf an. Entweder Tribe macht den zweiten Punkt und dann den Matchball. Oder Q9 holt sich den dritten Point und damit die Runde. Und es sieht aktuell gut aus. Wir wissen noch nicht, welches Team dominiert. Die Uhr läuft. 1 Minute sind noch auf der Uhr. Dam holt hier sehr reaktionsschnell einen guten Schuss raus. Aber wechselt hier auch wieder runter. Nicht schlecht, keine schlechte Position, aber keine Gegner. Ja, Leute, ich habe gerade das Bedürfnis, den guten Starkiller zusammenzuschlagen. Ein paar von euch sollten ihn, denke ich, kennen. Der Herr hat sich nämlich etwas gekauft. Aber Leute, dagegen kann man leider nichts machen. Der Herr verschwendet nun mal sein Geld, als wäre es Sand am Meer. Naja, muss er selber wissen. Ich wünschte, ich könnte das, geht aber nicht. Tang, schafft sie nicht gegen Jazz. Jazz hat ihn leider Gottes zu früh erwischt. A und B werden gerade stückweise hier von Tribe Gaming eingenommen. Sehr, sehr stark. Tribe versucht wirklich alles. B zu 2 Dritteln eingenommen. Das dritte Drittel wird gerade geholt. A ist hier wieder umkämpft. Q9 holt sich A zurück. Und B ist in der Gewalt von Tribe Gaming. A ist der letzte verfügbare Point. Tribe wird alles daran setzen, A für sich zu behaupten. Und hier haben wir Q9 Tang. Versucht es hier gegen Jazz. Aber Jazz ist einfach ein Stückchen zu schnell. Würde aber hier von Chen rausgeholt. Bolu versucht hier auch wirklich sehr vieles und auch wirklich alles, seinem Team zum Sieg zu verhelfen. A ist zu 2 Dritteln eingenommen. Das dritte wird gerade gemacht. Wird das der zweite Punkt für Tribe? Aktuell umkämpft. Tribe hat keine Spieler mehr in A. A aktuell auch nicht umkämpft. Es wird womöglicherweise eine sehr, sehr knappe Geschichte. 1 Minute 10 noch auf der Uhr. Und Tribe versucht hier alles noch irgendwie A für sich zu behaupten. Ne? Aber Q9 regelt hier wirklich alles. Oh, schöner Abschluss von Jazz. Doppelshot, Gnulo und Island sind raus. Nummer 3 schafft es und Dam ist ebenfalls raus. Ja, knapp. Aber Jazz hätte es fast geschafft. Bolu ist aber auch schon zur Stelle. Wurde aber hier auch rausgeholt von Tang. Vage direkt auch wieder zur Stelle. Und A captured. 2:2, damit der Ausgleich für Tribe Gaming. Die nächste Runde entscheidet. Just drop the ball. And now for Tribe, they do have the advantage of being on that defense, but let's see what kind of response Q9 can give us on the attack. Leute, nächste Runde, hier sehen wir Jazz. Hätte hier fast einen schönen Kill geholt. Hat ihn auch geholt. Tang ist raus, Leute. Predator-Rakete und einen schönen Double-Kill rausgeholt. Sehr schön. Hunter-Killer direkt hinterher. Hier sehen wir noch Marshy von Tribe. Marshy, schafft es hier nicht. Dam hat ihn leider ein bisschen zuvor erwischt. Und Dam auf dem Weg in den Point B. Aber schafft es nicht. Schade. Wir werden sehen, welches Team es jetzt schafft, sich hier durchzusetzen. B wieder umkämpft. A minimal eingenommen von Q9. Aber Q9 holt sich hier das erste Drittel von B. Das zweite Drittel wird angekratzt. Jazz hier auf dem Highground unterwegs, holt hier einen schönen Kill. Island ist raus, Leute. Bolu holt hier ebenfalls nochmal Island raus. Schlechter Tag für Island, wird hier mehrfach hintereinander rausgeholt. Schade, schade. Aber damit muss man leben.
B weiterhin zu 2 Dritteln eingenommen von Q9. Bolu holt hier einen schönen Kill. Damn ist raus. Bolu ist raus. Damn ist raus. Und nochmal Bolu. Genauso auch Gnilio. Das ist gerade ein schönes Hin und Her, Leute. Das gefällt mir. 26 Sekunden auf der Uhr. Wir werden sehen, ob sich jetzt ein Team noch behauptet oder nicht. Oder ob die Zeit nochmal gestoppt wird oder nicht. Dankeschön. 12 Sekunden sind auf der Uhr. 10 Sekunden ohne Stopp. Gut. 7, 6, 5, 4, 3, 2. 2 in fast letzter Sekunde noch gestoppt, Leute. Sehr knappes Ding. Und das war's mit der Runde, Leute. Tribe gewinnt hier mit 3:2. Sehr schön, Leute. Ein wirklich sehr, sehr schönes Gameplay von diesem Team. Und hier sehen wir es. 2:1 für Tribe Gaming. 2 Runden sind noch zu spielen. Das werden für heute auch die letzten 2 Runden, bevor wir dann morgen weitermachen werden. Leute, ich weiß, wir haben es noch nicht mal 19 Uhr, aber ich möchte noch ein bisschen zocken. Deswegen muss das auch sein. Wir sehen hier, Tribe Jazz hat hier eine KD von 36:15, während Dam hier eine von 23:25 hat. Jazz 2 Assists und Dam 5 Assists. Damit ein verdienter Sieg an Tribe Gaming, Leute. Aktuell in der Gesamtwertung, wie ihr oben auch seht, 2:1. Die nächste Runde könnte in der Theorie alles entscheiden. Werden wir aber noch sehen. It kind of slows down Tribe just a little bit, kind of gives them just a tiny bit of a delay going into the side, but obviously it didn't work out too well at the very end because for Tribe, Dankeschön. They changed up and they adapted very well when it comes to going in there because there was one point actually in the matchup, I think it was their second win, where it was, they couldn't Eher fight mit. mid. So they were like, okay, Eher. Diese war nicht schlecht, ne? Die schon auch gut, ja. Anyway, and win a lot of those gunfights, and that is just really good plays right there. That's the thing about Tribe. We saw it in stage 4. You see them get down at big deficit. So, Leute, wir sollten demnächst in die 4. Runde gleich starten. Die vorletzte Runde für heute, meine Freunde. They make adjustments mid-series, mid-game, whatever it is, and they're just tough to kill. That's just the way that they play, and that's one of the reasons why they're one of the best teams in the world. Yeah, and speaking of another really good team, one of the best in the world, Q9, struggling in that control, struggling to close it out. And as we saw, it's very back and forth when it comes to search and destroy and control, but the only lopsided game that we actually saw was Hardpoint. And guess what's next? It's going to be Hardpoint Standoff. Now, Ja, Leute, ihr habt's gehört. Als nächstes kommt Hardpoint auf Standoff, wo Q9 nicht gerade besser sind als Tribe. Das könnte bedeuten, Tribe würde den heutigen Abend entscheiden. SMG-oriented players. Obviously, you got Tech that's going to typically play in the long range, but everybody else has the opportunity to pull out the SMG and just fry on the inside of the hard point. So they're going to be tough to shut down. If you're Q9, you gotta, I'm not necessarily going to call it a choke, but you gotta put that last game out. Ja, Leute, es folgt Standoff mit Hardpoint. Ich weiß nicht, ob sie noch eine kurze Pause einlegen oder nicht. Werden wir gleich sehen. Wenn ja, dann melde ich mich nach der Pause. Me is going to be the biggest question mark for Q9 because a while ago when it was Raid, it was a 4-man AR, 4-man Krig, and 1 CBR for Q9, and now for Tribe, obviously a little bit more, you know, adjustable when it comes to their gun selection. So hopefully we get to see Q9 play it a little bit too much because obviously it didn't work out for them. That was the most lopsided game in this particular matchup in this series, and so we need to see adaptability coming in from Q9 because so far struggles for that control matchup, and obviously signs of life rather coming in from that search and destroy where they were able to pull it up, and now this is do or die. If not, Q9 goes into the lower round 1. Yep, it's a tough spot to be. I think the other big question, we talked earlier about how it seemed like the two teams have agreed on a GA for the SKS. Ja, Leute, es geht gleich los. Tribe Gaming vs. Q9 Club. Und hier sehen wir es.
Die Runde startet. Phantom hat Langeweile, macht sich jetzt Kaffee. Leute, ihr habt's gehört, der gute Phantom macht sich einen Kaffee. Langeweile. So muss das. Wir sehen hier Chen aus Q9, ist hier im Hardpoint. Steht 8:0 aktuell, wurde aber durch eine schöne Granate geholt. Wunderschöner Wurf, muss man ehrlich sagen. Marshy hier nochmal raus. Tectonic im Hardpoint. Und Leute, man muss ehrlich sagen, Tribe zeigt hier wieder, was sie drauf haben. Leute, Q9 holt jetzt langsam Stück für Stück auf. Es steht 15:15. Und Tribe geht in den Hardpoint. Schafft es aber nicht alleine. Bolu geht ebenfalls in den Hardpoint, holt einen schönen Kill raus, wurde aber direkt von hinten nochmal rausgeholt. Hier haben wir nochmal Island aus Q9 mit der Switchblade X9 Neon Legend. Und Dam hält sich gerade fast selbst in die Luft gejagt, so wie das aussieht. Oh, holt hier aber einen schönen Kill mit der R9. Oh. Es steht 16:30. Q9 führt aktuell massiv vor Tribe Gaming. Aber hier haben wir Marshy und Marshy tut wirklich alles. Wird hier aber rausgeholt. Schade, schade. Jazz ebenfalls raus. Tribe muss jetzt langsam ein bisschen hinne machen. Und Dam wird hier rausgeholt von Marshy. Marshy hat hier 3 am Stück rausgeholt. Sehr krank, Leute. Muss man ehrlich sagen. Echt gutes Gameplay. Tribe macht auch gerade wieder gut Punkte. Es steht 30:45. Tribe weiter mit der Tendenz steigend. Und ich bin ehrlich gespannt, wie das Ganze jetzt hier noch ausgehen wird. Schreibt mal gerne in den Chat, falls ihr da seid, für welches Team ihr aktuell seid. Seid ihr für Team Tribe Gaming oben rechts oder für das Team Q9 oben links? Umgekehrt. Tribe oben links, Q9 oben rechts. Entschuldigung. Und Leute, Dam ist hier wieder raus. Tang weiter mit seinem goldenen Purifier. H2O im Erdgeschoss. Versucht hier wohl langsam. Ja, schönes Ding. Schönes Ding. Er schafft es hier nach oben durch. Dann wird Tectonic. Wird hier von Chen rausgeholt. Und es steht aktuell 50:54. Tendenz steigend für Q9. Q9 hat die 60er-Marke fast geknackt. Aber Tribe holt sich in den Hardpoint wieder. 55, 56, 57, 58 und 59. Damit ein Ausgleich und überholt mit über 60 Punkten. Tribe versucht sich hier wirklich die Führung absolut zu ergattern. 20 Sekunden noch auf der Uhr für diesen Hardpoint. Und Tribe lässt sich hier nichts nehmen. Marshy hat hier einen wunderschönen Kill hingelegt mit der Switchblade. Gnolo hier mit der Krieg 6. Leute, wir sehen hier Gameplay, das man so selten sieht. Ein absolut spannendes Gameplay, muss man ehrlich sagen. Sieht man selten. Tang hier auch schon am Next Hardpoint vorhanden. Es steht 78:69. Und Q9 macht hier wieder Punkte. Hardpoint gehört Q9. Q9 holt hier auch jetzt auf und hat überholt. Jazz holt hier aber auch einen nach dem anderen. Also wie ein wilder Stier, der rot sieht, Leute. Absolut krank. Absolut krank. Sowas sieht man echt nicht alle Tage, meine Freunde. Sowas sieht man nicht alle Tage. Dagegen waren die Vorrunden echt langweilig. Das Final, muss ich sagen, viel, viel interessanter als die Vorrunden. Und Vage, boah, schön. Schöner Kill. Aber fast noch den zweiten geholt, aber daraus wurde nichts. Island trotzdem raus durch Jazz. Gnolo hier ebenfalls durch Jazz geholt. Jazz hat hier auch noch Dam. Eine lustige Frage. Taking a look at that, who's going in there for the early respawn as well, the early rotate rather into Grannies. That's going to be Q9, 109 and 86 is the scoreline. Yeah, if you're Q9, I think early rotations are good. I think the timing that they've had on these rotations need to be adjusted a little bit. We'll see if they can make that adjustment. Tectonic. Ja, Leute, eine Frage vom Phantom an euch da draußen. Kaffeelikör und Kaffee. Was meint ihr? Schmeckt's? Schmeckt's nicht? Schreibt's in die Kommentare.
Das ist aus für die Wissenschaft. Italienischer Kaffeelikör. Leute, jetzt wird's getestet. Italienischer Kaffeelikör und Kaffee, ob das wirklich schmeckt. Ihr erfahrt's gleich. So, Leute, hier sehen wir nochmal Vage. Vage wurde hier aber schön rausrasiert, Leute. Aktuell auch der Hardpoint in der Gewalt von Q9. Steht 115 zu 111. Beide Teams dauerhaft gleich auf. Es ist ein dauerhafter Ausgleich und daran merkt man einfach, dass hier gerade die Elite der Elite spielt, meine Freunde. Wir haben hier Unterschiede von wenigen Punkten. Das war in den Vorrunden nicht so. Und ich bin wirklich froh darüber, weil dadurch die Runden einfach viel, viel länger gehen. Und auch viel mehr Spaß machen, das Ganze anzuschauen und zu kommentieren für euch, Leute. Schöner Kill von Jazz. Gnulu ist mal wieder raus. Chen und Tang haben hier Marshy und Bolu rausgeholt. Und Tectonic. Oh. Bisschen. So, Leute, es wurde gerade getestet. Und wie schmeckt's? Schmeckt ganz gut. Also Leute, es schmeckt relativ gut. Ja, so ungefähr. So Leute, zurück zum Gameplay. Es steht 135 zu 133. Wir hatten gerade kurzzeitig einen Gleichstand. Und Tribe führt jetzt mit 142 zu 133. 250 ist das Goal. Und Tribe Gaming holt hier Stück für Stück auf. Und ich merke gerade, wir sind 6 Sekunden hinterher. Das ist mir aber egal, Leute. Damn wurde hier rausgeholt von Bolu. Von Vage. Vage war hier einfach ein bisschen zu schnell. Chen hier auch stark unterwegs und auch sehr, sehr vorsichtig. Und wir gucken mal. Tang wurde hier von Tectonic rausgeholt. Tectonic hier auch wirklich wieder sehr, sehr stark unterwegs. 161 zu 139 aktuell. Wir werden sehen, ob Tribe noch rechtzeitig die 250 macht, bevor Q9 ihnen den Platz stiehlt. Wenn, dann war's das für Q9. If we don't see Q9 break back in here, I don't know that they have much of a chance of closing out this one. Could be sent to the lower bracket early on. Right now, Tribe unrelenting in these pushes. Leute, wir sind bei 187 Punkten für Tribe und 140 für Q9. Die 190er Marke wurde soeben ebenfalls geknackt. Tribe führt hier eindeutig. Tectonic hat hier auch aktuell den MVP-Titel mit 30 Kills und der Kylo 1-for-1 Dämonen-Lead. Chen wurde hier rausgeholt. Schade, schade. Tang ebenfalls. Leute, es ist ein Hin und Her. Der nächste Hardpoint ist 7 Meter von Dam entfernt. Dam steht sogar schon drin, wie ich gerade sehe. Und der Hardpoint ist in der Gewalt von Q9. Gnulu unterstützt ihn direkt. Tribe versucht es jetzt hier, denke ich, auch gleich so schnell wie möglich reinzukommen. Aber wir werden sehen, ob Tribe das Ganze noch schafft. Aber Q9 holt Stück für Stück gerade auf. For Q9, can you actually get an early rotation to stick? The answer has been no every single time. Oh my god. And even though it's not quite as early as it was previously, still 30 seconds in. Tribe Gaming able to find the break. Oh, big purifier for D-Chen though. This is an opportunity. Leute, weiter geht's. Hier haben wir Chen aus dem Team Q9 mit dem Purifier H2. Oh, konnte sich aber nicht durchsetzen. Wir sind bei Island. Island hier 2 Kills, 3 Kills am Stück. Und wir sehen gerade im Fury Kill 4 Stück, fast noch den 5er drauf geballert. Aber Leute, leider nicht durchsetzen können. 187 Punkte für Q9, 215 für Team Tribe. Und Tang ist raus. Q9 hat aktuell den Hardpoint in ihrer Gewalt. Tribe Gaming wird aber alles daran setzen, Q9 da rauszuholen. Gnulu hier auch 2 wunderschöne Kills gemacht, bis Bolu ihn geholt hat, Leute. Schade, schade. Oh, Tang hier auch raus. Gnulu. Mal gucken, was er jetzt macht. Ah, schöne Granate, schöne Granate. Und ist raus durch eine Granate. Tang ebenfalls durch eine Switchblade und Chen durch den Purifier.
Wir haben hier Wedge weiterhin im Hardpoint für Team Tribe. Shim Purifier noch fast 3 Kills gemacht. Wir sehen Chen gerade durch die Keile 1-for-1 Demon Song gestorben. Und es steht 237 bzw. 38 zu 208. Tribe Gaming hat hier den Hardpoint verloren. In 5 Sekunden startet aber der nächste Hardpoint. Q9 holt hier aber Stück für Stück langsam auf. Aber so wie es aussieht, wird Tribe sich hier den heutigen Sieg holen, meine Freunde. 246, 48, 49 und Tribe gewinnt hier mit 250 zu 189. That's one that I feel like could be a preview of our grand finals. Both of those teams incredibly talented. Leute, die Runde war doch jetzt mal wirklich sehr, sehr schön. Und wir werden sehen, wie es gleich weitergeht. Wir gucken uns mal kurz an, wie jetzt die Statistik steht. Und wenn diese Matches vorbei sind, dann war's das für heute mit dem Live. So wie es aber aussieht, die Leute von Tribe packen gerade zusammen. Sieht mir ganz danach aus, als hätte Tribe endgültig gewonnen. Ja, Leute, Tribe hat gewonnen, meine Freunde. Tribe rückt weiter. Q9 rückt einen Platz zurück und muss sich weiterhin beweisen in einem weiteren Game. Wir werden es sehen, aber das Ganze werde ich höchstwahrscheinlich erst morgen machen. Wir gucken jetzt kurz noch, ob noch was angezeigt wird. Wenn ja, dann gucken wir mal kurz. Wenn nein, dann beenden wir auch gleich den Stream. In the way that they played that, I think the early rotations they had were great, but if you look maybe like 10 seconds different of contest time rather than just giving it to Tribe for free in that hardpoint could be a complete. Ja, Leute, hier sehen wir es. Tribe Gaming vs. Q9 Club 3:1 gewonnen. Map 5 wird damit nicht mehr gespielt. Und Leute, damit zieht Tribe einen Platz weiter in die nächsten Runden. Leute, es wird alles noch spannend, aber den Rest werden wir morgen sehen, meine Freunde. Richtig, morgen werden ich und Phantom wieder streamen. Und ganz ehrlich, wir sind jetzt bei, lasst mich kurz gucken, 3 Stunden und 10 Minuten. Ich denke, das sollte für heute reichen, meine Freunde. Lasst auf jeden Fall noch auf YouTube ein Like und ein Abo da, genauso noch gerne auf Twitch da. Und Leute, schaut auch gerne auf Instagram vorbei. In meiner YouTube-Beschreibung findet ihr die Links dazu. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen im Live. Schaltet eine ein für die nächsten Matches. Haut rein und ciao. Jetzt kannst du ja noch auf Twitch gehen, Follower lassen. Ich melde dich dann morgen wieder, ne?